klappt's. Doch öffentlich angeblich. Wie sieht's aus? Macht das mit? Macht das nicht mit? Sterane Jade. Ne, der Soundtrack ist auf jeden Fall von dem Spiel klasse. Das muss man denen lassen. Also, sieht doch soweit ganz gut aus. Test 1, 2. Ich höre mich auch soweit ganz gut. In dem Sinne, guten Morgen, guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen. Hallöchen Mine, Hallöchen Maxding. Wir spielen Sterane weiter. Wenn ich wirklich mal diese Kollegin da spielen will, müsste ich mal diese ganzen Sachen da freischalten. Ansonsten komme ich hier gar nicht voran. Von dem her war es jetzt die Frage der Fragen. Was machen wir jetzt nächstes? Hallöchen Sally. Mina, danke für den Subscribe im 12. Monat. Ein ganzes Jahr. Wie schnell die Zeit vergeht. Bist du damit die erste 12-Jährige? Die erste Einjährige? Nice. Krass. Gut. Allein deswegen hat es sich ja schon gelohnt, live zu kommen. So, alle abholen. Erneut senden. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Main Quest. Quest. Mission. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Ernsthaft muss ich jetzt quasi für dich, Archeron, mitbilden? Muss ich ihr jetzt diese komische Waffe ziehen? Muss ich jetzt diese komische Waffe für dich mitziehen? Mina? Ernsthaft? Schnief? Muss ich jetzt hier draufdrücken, Mina? Auf diese Taste? Um die Waffe zu ziehen? Willst du mir das damit sagen? Auf diesen kleinen Button hier? Am Grinden bist du noch. Und wie läuft das Grinden? Wie läuft denn das Grinden? Ich will ja nicht wissen, wie viele Dinger ich ja bereits hier schon verpulvert habe. Das ist das Waffenbanner, wo ich schon am meisten, ich glaube 35 habe ich mindestens hier rein verpulvert. Ich weiß nicht, wie die Leute immer angeblich so viel Glück beim Banner hier haben. Na egal, Augen zu und durch. Das kommen wir jetzt zu gar nichts mehr. Und wieder keins. Das Spiel tut mich einfach nur mobben. Und auch keine guten Charaktere oder... Kommt da mal was? March. Wer will denn schon März? Furchtbar. Kommt mir ja zu gar nichts mehr. Da habe ich denn noch 20. Na egal, jetzt macht's eh keinen Sinn mehr. Jetzt macht's eh keinen Sinn mehr. Augen zu und durch, sonst komme ich zu gar nichts mehr. Namt Elia. Naja, Augen zu und durch, würde ich sagen. Das macht keinen Sinn mehr. Wird's mal Gold? Nein, wird's nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache. Raus damit. Hey, jetzt gibt's was. 5-Star. Also. Gewonnen oder nicht gewonnen, ist die Frage. Also, was meint ihr? 50-50 gewonnen oder verloren?
Wohin? Sicher? $50 Puls. Wie, du haust mich? Was soll denn das heißen, Mina? Das habe ich jetzt extra für dich gemacht. Ich habe extra jetzt für dich versucht, die Waffe zu pullen. Und jetzt willst du mich noch hauen? Egal, was man macht es falsch. Was ist das? Hey! So. Du haust mich sanft. Hier, extra für dich, Mina. Jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren. Wieso weinst du? Ist ja nicht so, dass ich jetzt bereits, was war das? Warte. 20, 30, 40? Ich habe doch mindestens 50 Puls da reingehauen. Mindestens. Na, vermutlich sogar 60. Nur Beschwerden. Da beschwert sie nur am Beschweren, die Frau. Hier, Ansage für euch, abonniert für mehr. Hier, das ist eine Ansage an euch. Ihr sollt für mehr abonnieren. Also, abonniert. Und followt und keine Ahnung was. Noch Fragen? Eine Ansage für euch. Na dann. Ey, daraus kann ich einen Short machen. So, zufrieden, Mina? Nur für dich. So, das ist das erste und letzte Mal, dass ich mal für eine Waffe gezogen habe. Lichtkegel. Die soll doch so... Hier. Was ist denn jetzt passiert? Das war ein Witz, das soll... Sven... Das war ein Witz! Das war nicht ernst gemeint. Svenja, danke für die 20 Gifted Subs. Ich merke schon, Svenja ist die normalen Sugar Mami hier mittlerweile. Mit Abstand, oder? Gefühlt? Oder auch tatsächlich? Egal. Lichtkegel. Hier. Verstärken. Was ich nur nicht automatisch hinzufüge. Dalia, jetzt fühl dich nicht herausgefordert. Was ist denn hier los? Nein, aufhören. Danke für die 1000 Biddies. Ach, ich brauche dafür auch noch dieses komische Ding. Bin ich ja gezwingt, um es schön deutsch auszusprechen, dass ich jetzt weiter die Story mache. Von mir persönlich angegriffen. Oje, oje, oje. Mann, 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 Mann. So. Jetzt kann sich aber auch niemand mehr beschweren, zumindest jetzt ziehtechnisch. Schnief. Also. Mission. Jetzt, da wir den Stream gut begonnen haben. Ära des Begleitermission. Tägliche Mission, Spuren dafür. Also Getöse. Hallo. Hey, 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 hey. Hallo. Hey, 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 hey. Komm. Nein, aufhören. Dalia, danke für die 400 Biddies. Furchtbar. Also, ich wurde gerade abgelenkt. Ich kann gerade nicht sehen, was geschrieben wird. Hört ihr mal kurz für eine Sekunde auf. Ich kann so schnell, ich habe den oberen Teil. So, also, hey, 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 hey. Hey, hey. Wieso hat er nicht auch Welt? Du hättest auch hey, hey schreiben sollen. Mal sehen, was der Schaffner will. Sind wir bereit für die Weiterfahrt zur nächsten Station? Das sind wir. Das Warp-Gerät ist kalibriert.
Aber als Schaffner des Expresses möchte Pompon vor der Abreise noch 3 Dinge ansprechen. Deshalb wird Pompon auch diesen kleinen Expresstreffen teilnehmen. Cool, die Regeln kannst du schon. Wir treffen uns im Salonwagen. Na dann. Sind wir bereit? Pom-Pom's not here yet? Pom-Pom knows how to keep people on the edge of their seats. Ahem! Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so I, the conductor, had to spend some time preparing. Macht er jetzt einen auf Paimon? Extra hohe Stimme? Was war denn los? Der Schaffner macht doch so gut wie nie Ansagen. Nehmen wir heute schon wieder eine andere Route? Hab ich einen Zerstörer? Zerstörer, du hast gerade verpasst, wie ich die Waffe für sie gezogen habe. I thought everyone knew. Our next destination is the planet of festivities, Penacony. I know everyone's eager to disembark and get to that famous Stellar Hotel, but before we set off, I should remind everyone of 3 things. First, Penacony is located in Asdana, a star system brimming with Memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the Memoria concentration up ahead is above normal levels. Usually this wouldn't be a huge problem, but everyone's different, so if you exhibit any Nice, signs of Zerstörer. dizziness, hallucination, distorted memories, or any other symptoms, you should take them seriously. Oder falls man im Eis eingeschlossen wurde. Second, Penacony is a colony belonging to the Harmony family. It also marks the first time this family has extended a public invitation to other factions. Please remember that the Express has been invited as a guest, and that we must adhere to any and all regulations. Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. We definitely won't embarrass the nameless. Die Namenlosen? Rome? Anyway, third and final. Rather than being a request, Pom-Pom has a favor to ask of everyone. Und der wäre? If you could, I hope that while you're all on vacation, you could spare some time to help inquire about a few of the nameless. Welche Namenlosen? Bloß neue Besatzungsmitglieder zu uns? Allow me to explain. Just like most of the worlds that the Express calls at, Penacony is one of the stops along the Zurück. Silver Tracks. Several millennia ago, it was an IPC frontier prison, and it was the Trailblaze that connected it to thousands of stars. During that time, the Astral Express once visited Penacony. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Express's logs indicate, it seems some passengers decided to call Penacony their permanent home. So etwas kommt eher selten vor, oder? Wer könnte denn so wichtig sein? Das Ganze ist schon so lange her, ob wir sie überhaupt noch ausfindig machen können? Don't worry. Just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off contact to myriad worlds, and Penacony's ownership switched hands several times. Ein Planet kann den Besitzer wechseln? Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives unfold? And what legacies did they leave behind? Retracing our predecessors' footsteps. That is in itself an adventure, wouldn't you agree? Okay. Even if they left the stars behind them, their trailblaze would not be over. That's also what the conductor thinks, isn't it? Aha. According to the passenger list, the 3 people who got off were Tiernan, Legwork, and Rosalina, the Express's guard, mechanic, and surveyor, respectively. No supplementary details are available. Mysteriös. Just names and occupations? And they don't even sound like their real names either. This'll be like looking for a needle in a haystack. Das hört sich so an, als wären das fundamental wichtige Personen, damit der Express überhaupt funktionieren kann. Wie seid ihr überhaupt weitergefahren, wenn die nicht dabei mehr waren?
We'll just leave it to the stars of fate. Considering the Nameless's diversity, perhaps we might even stumble upon their descendants. Or, against the slimmest of chances, the very individuals themselves. Ist es nicht schon eine ganze Weile her? We'll conclude today's navigation meeting on this point. There's a bit of time left before we jump. In the meantime, might be a good idea to double-check your bags. I'll broadcast an announcement before we jump. Naja, ist ein Spiel, das kostenlos ist. Im Grunde könnten wir es morgen sogar spielen. Leichenvolleyball-Girl. There's still some time before the jump. I should talk to everyone. Dann müssen wir noch ein paar andere Personen dazu nehmen. Mal loslegen. Hab ja ein paar Leute angeschrieben, damit sie sich's holen sollen. Wir könnten auch der Lia mitnehmen. Mina, wenn sie Lust hat. Oder sie kann, falls sie wieder Zugang zu ihrem Zimmer hat. There probably won't be any surprises happening on family territory, which is a bit of a shame if you ask me. But hey, it's rare that we can take a break and let loose. Let's enjoy it. Ich habe einen Haufen Leute angeschrieben. Und du wolltest doch, dass wir mal öfters miteinander spielen, oder nicht, Delia? Herr Young, du siehst richtig entspannt aus. Herr Young, du siehst etwas bedrückt aus. Of course not. Adventures are exhilarating, but rest and recuperation is equally important. Rest and recuperation aside, don't forget Pom-Pom's request. The conductor has done plenty for us, and it's time to return that favor. Na dann. Himeko, die ich immer noch nicht habe. As always. Meanwhile, March 7th's buzzing around like a kid on a sugar rush. Wenn ich mir so die Jacke ansehe, könnte es Deluxe ein Mantel sein. Ist Himeko eine Deluxe nur in weiblich? Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Na klar, ich bin viel erwachsener und reifer. I trust Penacony won't let you all down. But regarding the family's invitation, I do have some details that I wish to discuss with everyone. Just not now. Let's enjoy our vacation for now. Können wir ein anderes Lied nehmen? Da wäre ich ja Debki bei dem Lied. Ja, aber welches? Habt ihr ein gutes? Ein salziger Mond ist auch sehr schön, ne? Vom Namen her. Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier alle Lieder durchzuklicken. Das könnten ein paar werden. Habt ihr Vorschläge? Nein. Na gut. Viel zu dramatisch. Sehr episch, aber da habe ich wieder... Aua. Ein Lied mit Enten. Ich glaube nicht, dass wir ein Lied mit Enten soll ich DuckTales-Team abspielen. Das hört sich nicht übel an. Nehmen wir warme Glut. Es gibt eine neue Version von DuckTales, das ist dir schon klar. Achso, das hat sie jetzt gehypt gebracht. Das ist die Standardmusik vom Express. Gut zu wissen. Ah, I
I spoke to Mr. Yang. I'll be staying on the express this time. I wish you all a delightful time in Penacony. Du kommst nicht mit? Du solltest mitkommen und so eine Gelegenheit bietet sich nicht jeden Tag. Thank you. I appreciate the invitation, but I don't like bustling places. And someone has to handle the work on the express. Also willst du sagen, du hattest jetzt bereits genug Rubel mit deiner 5-Star-Gestalt? Pay no mind to the matters concerning the Xianzhou. Penacony isn't the final stop on our trip. We have plenty of time. Once everything is packed up, I will naturally catch up with all of you. Na dann. I'd advise double-checking your bags. Word is that the family's customs procedure can be quite demanding. Better to sort it out now than face issues at your hotel check-in. Der Käfer da oben. Interessant, wer hat die ganzen Fotos gemacht? Camera, check. Extra clothes, check. Toiletries. Aw, drat! The travel bottles I ordered haven't arrived. Although, I hear that Penacony's resort hotel is pretty luxurious. I'm guessing their toiletries should be just as fancy. That means I can make more room in my suitcase. What else should I bring? Und natürlich sollte man sich dann immer mit dem Zeug packen. Nimm ein paar Snacks mit. Nimm dein Pompon-Spielzeug mit. Nimm mich mit. You won't fit in the suitcase. Can't you walk? Nimm mich Huckepack. Maybe I should bring some novels or comic books. At least then I won't be too bored while staying in the hotel room. But these books are so heavy. Ach Marge, du kriegst es ja nicht mal mit, wenn jemand mit dir flirtet, oder wie? This is hard. What else should I take? Mich? Wie oft denn noch? Warte, wieso schreibst du, es tut dir leid? Bin ich komplett verwirrt. Wurde was Trauriges gesagt? Wieso hat jeder ein Zimmer außer ich? Fühl mich gemobbt. Na gut, können wir dann loslegen? It's about time. I should find a seat. Na dann. Hi! Hello! Attention all passengers! Wow. The express is about to make the jump! The express is about to make the jump! Please? The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. Hatten wir eine Erinnerung an die Zukunft? Irgendwie hat sich der Express verändert. So minimal. Not another one. Reichenhard, Sharon. Schön, dass ich dich gezogen habe. Come with me. Ist es nicht irgendwie voll der Spoiler, dass ich weiß, wer das ist? Wer bist du? Was ist das hier für ein Ort? Wo gehen wir hin? Freut sie sich, mich zu sehen? Have no meaning, but I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory zone, a dreamscape. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the Land of Dreams' inaugural welcome for us. Wer? Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has transpired with naught but a faint lingering of loss. Wie kommt es, dass du so gut darüber Bescheid weißt? Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn.
It is an occurrence that we have become accustomed to for so long. Witzig, wenn ihr im Bett liegen bleibt, dann könnt ihr euch noch an Teile also quasi ihr wacht auf und bleibt einfach liegen, denkt an nichts, beziehungsweise versucht euch an den Traum zu erinnern. Das ist der Moment, wo noch der Traum greifbar ist und das ist auch der erste Schritt, falls ihr mal vorhabt, lucide zu träumen. Also falls ihr mal selber in euren Träumen die Handlung übernehmen wollt und Entscheidungen treffen wollt und den Traum steuern wollt und auch neue Sachen in den Traum reinbringen wollt, also quasi Gott in eurem Traum zu spielen, dann müsst ihr quasi das machen. Nachdem ihr aufgestanden seid, beziehungsweise nachdem ihr aufgewacht seid, nicht aufgestanden, erstmal sich daran erinnern, was geträumt ist, nochmal alles Revue passieren zu lassen und dann am besten aufschreiben. Das ist der erste Schritt zum luziden Träumen, also dass man seinen Traum kontrollieren kann. Für die, die es nicht wissen. So, come with me. Und ja, es I'll take funktioniert. you home. Left, the end of the corridor. I will wait there for you. Oh, das ist mal eine interessante Badewanne. Ja, dann musst du erstmal luzide träumen lernen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ein ganz normales Deck. I'm not there. Turn back. Niemals. Du sagst mir gar nichts. Das ist dieses Zimmer. Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. Galaxy Ranger. You can call me whatever you want. Ich nenne dich Archie. Wie, dein Abo wurde nicht Open this angezeigt. door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. Well, you can still remember. Lake, du Vogel, du bist gerade pleite. Das Abo kann noch warten. Hilfe. Hast du jetzt allen Ernstes ein Abo abgeschickt? Aber hier kam es auf jeden Fall nicht an. Wie gesagt, du bist pleite. Hör auf. Oder Twitch weiß, dass du pleite bist und zieht deswegen nichts ab. Ja, dann spar sie, bis du endlich mal die Bestätigung vom Arbeitsamt hast. Ich habe keinen Bock, dass du wegen mir hungerst. This is... no way. Hier steht alles irgendwie auf dem Kopf. Oder nicht? This way. Ja, Moment. Ich genieße hier gerade den Ausblick. Na dann. After you. Lass mich raten, das ist der Ort ungefähr, wo wir auch hinfahren werden. Am I supposed to walk up the wall? How is this even possible? Bist in einem Traum, Kollege. Why not? She can hear the thoughts in my head? Why not? Why not? Warum nicht? Sagte sie. We're almost there. Can you still walk? Ja klar. Ich gehe schon die Wände hoch, also alles in bester Ordnung. Mir ist ein bisschen schwindelig. You're funny. If you can crack jokes, you're probably fine. Don't stop, don't turn back, don't look down. Or up, for that matter. Aber es ist so toll hier. Oh, excuse me? How do you intend to pull them off the stage? All we have to do is present the truth, and they will naturally reciprocate.
These voices. They're just shadows of the dreamscape. Pay no heed to them. Oh, das sehe ich ganz, ganz anders. Ich sehe hier mich selber. Warum stehe ich da? Excuse me, wieso stehe ich das? Hallo? Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. 3 chips are enough. All or nothing. Wieso bin ich da? Wieso stehe ich da? Ich bin netter. Bist du dir sicher? Und haben... Wie hieß der nochmal? Wer ist unser Wassermagier nochmal? Aus Genshin Impact. Nicht Ito. Mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe. Aus Inazuma. Der Bruder von... The Naja. Charmony Festival stage belongs only to you, little sister. Ayato, danke. But if I can't sing, what meaning does a stage have? Auch sehr fasziniert. Oh, Memo Keeper, do you think you can just leave? ich würde mal sagen, das ist Sparkles. Und die habe ich keine Ahnung. I'm sorry. The dance partner of my choice, I've already chosen. Zum Glück nehme ich alles auf. Interesting. Oh, da wird einem ja schwindlig. Black Swan. We're here. Welcome to the Reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Ist das eine Mischung aus... mein Namensgedächtnis ist gerade eine Katastrophe. Wie heißt unser Bücherwurm nochmal aus Genshin? Und Furina? Ich Ketching. Kann's... ja, ich bin eine Katastrophe gerade. Hallo? Leave this realm and rise as you would on any other day. Forget this fortuitous encounter and return whence you came. But before you do, I would make a request of you. Aha, jetzt soll ich doch nichts vergessen. You may think it somewhat strange, perhaps even rude, but I wish to know. Have we met somewhere before? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich nicht. You evoke memories of an old friend. In the haze of my recollections, he crossed blades with me. Much like this surreal dreamscape where we stood close, yet forever out of reach. Ich glaube, wir haben sie in der unserer Story, wo wir Sterane spielen, noch nicht gesehen, oder? May I ask you a few more questions? I tend to forget things, which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. Your spontaneous reaction is what matters. Okay. Hau raus. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Are they your companions? Family? Enemies? You seem to have forged unbreakable bonds with many people and many incidents. Ja, mir ist sehr viel passiert. Might I ask if you fear losing these bonds? Definitiv.
Ja, wenn es bedeutet, dass ich verschwinde, ja, ich habe... ja, wenn ich... Sind wir mal ehrlich. Then, if there was a vast dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality. There, no one faces life's separations or deaths. Everyone attains their deserved happiness and lives joyfully ever after. I would ask, would you wish to stay? Ja, die Fragen hier. Wir können ja uns entscheiden, sie anzulügen, so ein bisschen à la... Naja, wir können auch andere Sachen sagen. Also, lass... ja, wenn es mich nichts kosten würde. Es hängt von dem Preis ab, den ich dafür zahlen müsste. Ich tu mal wie in der Wirklichkeit. Imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, soaring birds, the stars, and ultimately yourself. Ja, was dann? Everyone and every face they remember, the joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging, all will inevitably march towards a predetermined ending. If you had grasped the journey's finale right from its inception, ja, dann... I would ask, would you still embark on this journey? Ja, ich würde den Trailblaze-Zug ohne Zögern fortsetzen. I know this is hard. You don't have to be hard-pressed to make a decision. As I have said, the answer is inconsequential. Immer diese Mikrowellen. Hearing, touch, thought. Through these you gain emotions. Cherish them. With emotions we make choices. And so we return to the original question. I would ask, do you still remember me? Ich kenne dich von irgendwoher. I understand. How interesting. For a split second, it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different responses. That was my final question. Thank you. We all have our paths to walk, so we shall bid our farewells. Werden wir uns irgendwann wiedersehen? Du hast mir noch nicht verraten, wie ich diesen Ort wieder verlassen kann. The Golden Dream is getting restless. In the coming long night, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, your sight will only see black and white. Jetzt nicht so dramatisch werden, Kollegin. But please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting red. And when you make a choice, it will reappear before you once more. Moment mal, hat sie gerade ihre Ulti beschrieben? What you must do now is ponder its significance. And then you can return to the waking world. That's where we all find our answers. Aua. What's wrong? Why are you crying all of a sudden? Ich habe geträumt, dass uns eine tragische Zukunft bevorsteht. Ich habe von einem Freund geträumt. Ich habe von einem Riddle geträumt, dass seltsames Zeug passiert. Ich habe geträumt, dass mich jemand mit einer Klinge aufschlitzt. Sounds like you had a nightmare. We just arrived in Astana and already...
You should be careful. It seems your tolerance to Memoria isn't the strongest. Don't fret. Dreams are often the reverse of reality. While you were sleeping, the express arrived at Penacony. Na dann. Can you imagine? Yesterday's grim frontier prison is today's lavish hotel. I wish I could wander Penacony streets today, but I'm pretty train-tied at the moment. You'll have to be my eyes and ears while we're here. Mach ich Pompon. Gear up and make sure you've got everything. And before you step out, swing by the back and grab March. She's waiting for you there. Okie dokie. Is March 7th still packing her luggage? Ihn öffnen. Du öffnest den Brief und plötzlich wird die Tinte sichtbar, als ob eine unsichtbare Hand einen Stift wie eine Klinge halten und schnelle, entschlossene Handbewegungen machen würde. Nach einem kurzen Moment erscheint der Inhalt wieder in seiner ursprünglichen Form. Ich habe gehört, dass du in deine Heimat zurückgekehrt bist, dass du die alten Meere aufgewühlt und die Welt vor Gefahren bewahrt hast. Dadurch tauchen sich auch eine deiner vergessenen Erinnerungen wieder auf. Wir sollten getreu unserem alten Schwur noch einmal durch die Länder der Vergangenheit streifen, feiern und auf unsere großen Abenteuer zurückblicken. Upend the ancient sea and return to old ground. It's a letter for Dan Heng, but who is it from? Egal. Ich habe jetzt aus Versehen eine andere Mission angestartet, aber wir machen mit 7. März weiter. You're up? How's your prep going? Welt and Himeko beat us to the punch, but I stuck around for you. Let's get going. Danke fürs Warten. Shall we go meet up with them now? Yes, ich bin bereit. Penacony, the planet of festivities. The universe's biggest and fanciest amusement park awaits. Na dann, wird doch bestimmt witzig, oder nicht? We're here at last! Oh, the family sure doesn't play around with their entry protocols. Our bags probably know what it feels like to be a celebrity now with all that attention. Wieso ist es so echomäßig? I wouldn't have put it past them to try and nab that Stellaron from inside you. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie... Zurück kann es dazu nicht. Der Sternen ist stabil. Aside from that, I have to say the family has been really accommodating. Well, the hassle was worth it. Just look at this grand hotel lobby. And those endless rows. They're all rooms, right? Just think of the number of guests staying here. Where are our rooms? Come on, Mr. Yang and the rest must be at the front desk. Let's hurry up and meet them there. Wie ich rieche nach Ravioli. Welcome to the reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Das ist das Kind aus meinem Traum. I'm Misha, a bellboy working here on Penacony. Pleased to be at your service. If you need help with your baggage... Misha. Over here. Something's not right. Should you need assistance with moving luggage to your room, feel free to contact me. Please, go ahead. Don't keep your friend waiting. Ist ja ganz knuffig, dieser Misha. Hey, what's the big gathering at the concierge about? I'm sorry, but your name really isn't in the system. But in the information I received from the Astral Express, it states that we already reserved rooms. Please, check again for me. Yes, ma'am. Please give me a moment. The Astral Express, 4 platinum guest rooms, whose names include Mr. Welt Yang, Miss Himiko, Miss March 7th, and Mr. Don Hung. These are the only 4 names on the reservation list.
Stimmt etwas nicht? Yes, your name isn't on the hotel's reservation list. Doch, das habe ich irgendwie erwartet. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the express. Something came up in Don Hung's schedule, and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number of people. He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Even if that is so, I'm afraid. Das Trailblazer-Profil zeigen? No, I'm not doubting your status. It's just. Ja. Well, it's just that right now, we're on the eve of the Charmony Festival. Penacony's most important moment of every era. And with the family's invite, all guests from all over the cosmos have thronged this place. Hotel security is on high alert with zero room for error. And with such a last-minute change, it really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. My esteemed guests from the Astral Express, please do not make it harder for her. Wieso, Delia? Der wirkt doch ganz nett. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of the IPC's Strategic Investment Department, a non-performing asset liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. I was cordially invited by the Watchmaker. Wieso macht mich das Wort Liquidierung gerade in diesem Zusammenhang nervös? I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite a while. Leave it to me. I've heard that the IPC has also received Penacony's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative. The IPC's elite certainly does have an extraordinary air about them. I suppose such an exceptional figure such as yourself wouldn't mind paving a convenience for us? I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you instead? Ja, kommt drauf an. I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? Keine Ahnung. It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Aventurine, I have an investment that you absolutely cannot miss out on. The IPC's influence runs deep and wide, and their word wields the utmost authority. We hope to borrow your status to vouch for him. As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but also forging new friendships. Well, this is interesting. And how will my new friends benefit me? Now this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable in Penacony before getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that... Ja. If I do something about it now, the time saved is from my own effort, not a favor from you all. But, what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous trailblazer like a Nameless. Going forward on this Penacony trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. Looking forward to a delightful time with you all. Der Typ ist anstrengend. I'm glad you've put it this way. So about the vouching... There you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. I will ask him to handle this matter later. Herrn, Don't worry. I won't cause you any trouble. wieso habe ich hier jetzt gerade One Piece Vibes? But Ali, just a moment.
The family cannot allow guests to enter a dream while bearing burdens. Die Familie kann... Was? Eine Familie kann Gäste keinen Traum betreten lassen, solange sie eine Last Oh, tragen. speak of the devil, look who's here. It's Sunday, the most handsome man in Penacony. Along with a singer renowned across the universe, Robin. Und jetzt habe ich Hasbin Hotel Vibes. Sind wir im Himmel angekommen? Hallo? He said you were the most dashing person in Penacony. How interesting. Die zwei sind nicht I've begeistert. kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. Astral Express guests, please come this way and rest your feet. Wait, what? You're... Das ist mal eine große Bar. So, na dann. Sagen wir mal ja Hallo. Oh, wait a minute. I'm sorry, but are you the singer, Epsilon Superstar? If I can stop one heart from breaking, that's your song, isn't it? I never thought a cutie like yourself would be a fan of mine. Oh, it really is, Robin. To run into her in person here. It is an honor to meet everyone. Are you also a member of the family on Penacony like him? Truth be told, I am a guest like everyone. Penacony is my hometown, but I left when I was older. I was graciously invited this time to return and sing a song at the Charmony Festival. Meinst du den Heiligenschein als Reifen? The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Penacony. He is also the organizer of this era's Charmony Festival. He heard you all ran into some difficulties and sent me here to provide aid. Perfekt. Alas, I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. Please, be at ease. I have instructed Miss Allie to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Please wait a moment for the hotel to arrange for suitable accommodation. Na perfekt, das heißt, wir sind dem Schnösel, der so aussieht wie ich, keinen Gefallen schuldig. Doch auch schön. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express. Oder vielleicht doch nicht. And wish for an amicable partnership moving forward. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please, rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems during your visit in Penacony. I apologize for taking up everyone's precious time, and we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Penacony, the family stands ready to serve. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was für eine Katastrophe hier ausbrechen wird. May your dreams be beautiful and pleasant. It's just one surprise after another. But since that Mr... which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? Das Ganze hat mich ganz schön geschafft. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Probleme. Haben alle Mitglieder der Familie so seltsame Namen? How does the saying go? Trouble comes in pairs? Hallöchen, Sarah. There's also the saying, from misfortune comes bliss. Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Allie. Und ich gehe mal kurz Wasser wegbringen. Bin gleich wieder da.
Old friends meet yet again. Old friends meet yet again. Wieder da. Und du hast vermutlich ein Abo seitdem, nachdem Sven ja einen 20er Sub rausgehauen hat. Würde ich mal schätzen. Habt ihr mich vermisst? Weiter geht's. Jetzt passiert. Sarah, danke für den Sub. Danke für das... Dann Hank, pack nicht dein Schweif in der Öffentlichkeit raus. Hilfe. Sei mal ein bisschen umsichtiger. Danke für den Sub im 5. Monat. Na gut. Warte mal, goldene Maske? Interesting. Na dann, Hallöchen LA. Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure is complete. Please forgive us for any previous inconvenience caused. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory of all the amenities and information you require at the Reverie. It even provides smart assistants. At the same time, it is also Penacony's special, one-of-a-kind souvenir that belongs only to you. You can use the Dreamscape Pass's provided clock-in feature to record every moment of your wonderful dream. Save your favorite happy bits and create a Dreamscape scrapbook that is uniquely yours. Mir geht's ganz gut und selbst? Hallöchen Just Gaming Cat. Regarding the method of usage, the Dreamscape Pass will guide you through the process. I wish you all pleasant dreams in Penacony. You may take the elevator over there to reach your guest rooms. All right, let's move out. Nicht so gut. Fühl dich geknuddelt. Traumpass wird automatisch auf deinem Handy installiert. Hier kannst du ihn öffnen. Lieber Traumgast, willkommen im Penacony. Von dem Moment an, in dem du einen Fuß in unser Hotel Reverie setzt, hat sich bereits der Vorhang für eine herrliche und traumhafte Reise gelüftet. Es ist nicht leicht, die Hektik des realen Lebens abzulegen, und es braucht auch außerordentlichen Mut, um die Entscheidung zu treffen, sich mit ganzem Herzen auf den Traum einzulassen. Wir können dir versprechen, dass dich dank der sorgfältigen Vorbereitung der... bitte stell sicher, dass du die folgende Traumanleitung gelesen hast, bevor du das Traumbecken verwendest. Starke Stimmungsschwankungen können zu einem unerwarteten Gefühl im Traum führen. Zum Beispiel Fallen, Schwerelosigkeit, Schmerzen. Betrete den Traum liegend, mit dem Gesicht nach oben. Versuche nicht, den Traum auf dem Bauch liegend oder in anderen ungewöhnlichen Positionen zu betreten, um das Risiko des Ertrinkens zu vermeiden. Bitte nimm vor dem Träumen keine Schlafmittel oder Ähnliches ein. Die Flüssigkeit im Traumbecken hilft beim Einschlafen, sodass keine Medikamente erforderlich sind. Bitte wende dich an den Hotelpersonal, wenn du lange Zeit nicht einschlafen kannst, obwohl du vollständig in der Flüssigkeit eingetaucht bist. Bitte betritt den Traum nicht nackt. Eine anfängliche Erscheinung im Traum wird dieselbe wie zum dem Zeitpunkt des Einschlafens sein. Und um die anderen Gäste nicht zu erschrecken, achte bitte darauf, dass du dich ordentlich angezogen hast. Bitte ahme nicht die Identität anderer nach. Die Familie respektiert die Identität und Privatsphäre aller Gäste. Bitte versuche nicht, in deinem Traum eine falsche Identität anzunehmen oder andere Gäste anzugreifen oder zu beschimpfen. Im Namen der Familie Eichenblatt Alpha
Nachtigall, Bluthund und Iris wünschen wir dir einen angenehmen Traum. Lieber Traumgast, das Hotel Reverie in der Goldenen Stunde wird derzeit renoviert. Wenn du dich entscheidest, die Goldene Stunde zu betreten, wirst du nach wie vor in deinem Hotelzimmer des Hotels der Traumwelt aufwachen. Jedoch wirst du nicht in der Lage sein, dein Zimmer zu verlassen und die Angebote des Hotels zu nutzen. Wir haben für unsere Gäste ein temporäres Verfahren zum Betreten des Traums eingerichtet, damit du erfolgreich in der Goldenen Stunde ankommen kannst. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch auf deiner Traumreise entstanden sind. Neue Handbuchseite, freigeschaltet, Reverie. Eine weitere aufregende Trailer steht kurz bevor, bla bla bla. Mit der Danke, dass du die Aufnahmefunktion, die im Traum verwendest. Bei jedem aufregenden Ausflug steuerst du indirekt berühmte Lokalattraktionen an. Was mache ich denn? Wunderschön. Na dann. Muss ich jetzt alles hier reinpacken? Na dann. Sind wir fertig? Eine Nägel. Na gut. Jetzt hätte jetzt erwartet, dass wir zum Aufzug müssen. Ach, da hinten ist der Aufzug. A dream world! I heard that Penacony transformed the dreamscape into a majestic metropolis. What exactly would that look like? Oh, I can't wait! Ich wollte endlich mal die Festplatte formatieren, ist ja furchtbar. Fancy a dreamscape sightseeing shopping tour? Na dann. Okay, das Ding scheint doch ein bisschen riesig zu sein. Our rooms are down this way. This is a long hallway. Is it just me, or is this hotel too big for its own good? Gefühlt ja. Minimal groß. Quit giving me the stink eye! Die riesige Uhr war ein Wahrzeichen des Planeten, der Festlichkeiten. Das heißt, sie wurde ja ursprünglich vom Uhrmacher hergestellt und später von der Familie zu ihrer derzeitigen Form verbessert. Obwohl man nur Uhr dazu sagt, zeigt dieses Ding eigentlich gar nicht die Zeit an. Nur indem man die Fesseln der Zeit abwirft, kann man seinen Traum vollumfänglich genießen und darin aufgehen. Oh, VIP Lounge. Nice. Moment mal, den Raum kennen wir doch. Können wir ja auch auf der Decke gehen? We're finally here. Let's all head to our rooms first and put down our bags.
Welt, how about a drink first? Penacony's Soul Glad is very famous. Go on. We may be thinking of the same thing. Do you remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our grand celebration. That's why we're here in the first place. You recall correctly, but there was more to this invite. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? I don't remember that part of the invite. Sehr, sehr seltsam. This is the part that intrigues me. The invite sent by the family was nothing more than a music box that, when wound... But the box that was sent to us was slightly unusual. The music it played had off-key notes in the background. I recorded these dissonant notes, and they were a perfect match with the gravity wave frequency when the Express made its warp jump. Also, the Express engine's spatial curvature was its encryption key. Bist du Navigatorin oder eine Dechiffriererin? A distress call method regularly used by the Nameless. I can't be certain. It may be a masked fool's trap. From the execution itself, the Riddlers or Inquisition spirits could have done this themselves. Ja, und viel Spaß mit dem dunklen Grün. When did you discover this? Oh, sind die dann so smartmäßig? Sind sie dann so ein bisschen durchsichtig? When we were handling that Lawfu Stellaron matter, I told Pom-Pom about it first thing. It's no wonder that IPC Ambassador also mentioned this Watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. There's something else on my mind. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Penacony, and that it was their duty to relieve us of any problems. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Robin with him. I'm no singer, but her voice sounded a little strange. Would a singer really take to the stage if their voice wasn't in top shape? Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something from us? Ooh. It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is already unusual, and your discovery confirms that there could be a third party involved. I take back what I said. This event is becoming more interesting with each passing second. Interesting, ja, so würde ich es auch quasi formulieren. Na gut, wir sind ja auch Mitglieder des Astralexpresses. Ich glaube, sowas finden wir dann schon interessant, wenn unsere Story sich zu einem Krimi entwickelt, oder? Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Penacony or the family. But you said so yourself. This could concern the Trailblaze. Well, I did. Which is why, before we set off, I told March 7th and Don Hung about this. So I was the only one kept in the dark then? Nee, ich habe auch gerade von der Einladung erfahren. Ich habe auch gerade von der Einladung erfahren. That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. Ach, Details. Who sent the invite? What is the purpose of gathering all of the factions into Penacony? And why does the family choose to remain silent about their knowledge of this? There are too many unanswered questions. We must use the utmost caution before we go deeper.
Wie wär's, wenn ich mal von meinem Traum erzähle? Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while enjoying this wonderful vacation. Penacony is, after all, a famed resort of the cosmos. Not many get a chance to even visit in their lifetime. Na dann, können wir ja ein Head back to your bisschen... rooms, get some rest, and prepare to enter the dreamscape. Ansonsten sollte ich mal ein Team ein bisschen anders aufstellen und dann hängen gegen unsere Lieblingshackerin austauschen. It's time to head back to my room. Before entering the dream, I should probably talk to the rest. Genau, deswegen haue ich auch von den anderen ab. Oh, da ist so eine IPC-Wache, die wir schon oft genug angegriffen haben. Penacony is full of living legends. So sieht er aus wie der Main-Character aus Konosuba. Sonst gibt es hier nichts Interessantes, oder? Eine goldene Maske? Keine Ahnung, mit diesen Masken, diese Maske hier so zu sehen, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde hier was gleich sehr, sehr, sehr Unanständiges passieren, falls ihr wisst, was ich meine. Dann so diese Dystopien, wo so Milliardäre ihr Gesicht und ihre Identität tarnen, bevor etwas sehr... Warte, ist das eine Maschine? Sind das Maschinen? Aber wisst ihr, was ich meine? Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier in eine sehr, sehr schnelle, sehr unangenehme FSK 18 Richtung gehen wird? Ich kenne nur solche Filme, ähnlich wie Fight Club mäßig, wo es dann darum geht, wo sehr reiche Personen ihre Identität zu tarnen und dass es dann sehr schnell illegal wird. Can't sleep from all the excitement, huh? I can't wait to experience the dream world. Wohin wirst du reisen, was Robin betrifft? Es geht um das Ereignis. Wer war nochmal Robin? Wohin wirst du reisen? The moment of dusk, obviously. How can you not visit the shopping paradise when you're at the resort of all resorts? I'm all ready to fill my bags to the brim. Aber du träumst dann doch nur, du kannst das Zeug doch nicht mitnehmen, oder? After doing my shopping, I'll get all dolled up in an evening gown to attend Miss Robin's show at Penacony Grand Theater. Was Robin It's betrifft. weird. Welt noticed it too, about how Miss Robin's voice sounded somewhat weary. I can't quite put my finger on it. Could she be tired out from her cosmic concert tour? Möglich. Insisting on performing under such circumstances. Miss Robin is a superstar among celebrities. Es geht um das Here I Ereignis. was thinking of some good old relaxation, but nope. This event is a wild ride. The various factions deciphering the riddle, a power struggle of past legacies. It feels like we're in a live-action detective saga. Was ist los, Max? Who knows? Maybe we'll even witness classic scenarios like family feuds, tragic losses, worlds torn apart, espionage situations, rivers running red with blood. Stuff like that. This is simply too thrilling. Nice. Du hast wirklich eine blühende Fantasie. Das hört sich schrecklich an. Hör auf damit. Und möchte einen blutroten Fluss sehen? Ich möchte... Du hast eine... Just kidding. How could that be possible? Irgendwas sagt mir, dass genau das eintreffen wird. Nur so ein Gefühl. Na dann. Don't worry. Welt and Himeko will have our backs if things go wrong. Stimmt. Let's just make the most of it all while we're here. Himeko hat ihren bösen Leuchtelaser im Himmel. Wobei, da würde mich interessieren, ob der Astralexpress
Why is my room door open? Aha. How fortuitous. We meet again. Was für ein Zufall, du bist in meinem Zimmer. Das ist hier mein Zimmer. Ist das da? So sehen wir uns wieder. That's right, pal. Calm down. I'm just here to soak in the festive vibe. This may be your room now, but half a system hour ago, it was still mine. Was? Excuse me? Das tut mir aber jetzt leid. A lucky block number, a lucky floor, a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. And now I've given it to you. Treasure it well, friend. Wieso habe ich das Gefühl, er ist sauer auf mich? Und du warst derjenige, der es mir überlassen? Du hast dein Check-in arrangiert? Du hast den Check-in arrangiert? No, no. I only let you have my room. Penacony's a true blue land of dreams. How many across the stars would spend half their lives just to acquire an admission ticket into the reverie? Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the whims of an unsought guest such as yourself? Mama, überlege, wer hat... Glaubst du wirklich, dass die Familie dieses Untiere einfach vor dem Kopf stoßen würde, nur wegen einer Marotte eines ungebetenen Gastes wie dir? Das verdankst du alles meinem genialen Plan. Okay, und wieso erzählst du mir das alles? So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this much, right? Du hast meine komplette Aufmerksamkeit und Interesse geweckt. Worüber möchtest du denn reden? Cutting to the chase. I like that. Simply put, my friend, I need your help. You may or may not know this, but Penacony's far murkier than it seems. The family's eyes are everywhere, but you get the drift. My goal is simple. Help the IPC retrieve some things that belong to them in the first place. If you agree, when this is done, you will stand to reap great rewards, as well as the preservation's protection. Ja, und irgendwas sagt mir, er wird auch mich wegsmashen, aber nicht auf die angenehme Art. It's clear you're not just one of the crowd. You possess a distinct quality, so magnetic that it could sway the outcome of any game. That power, you really don't wish to use it. Or, you don't want to be rid of it. Why not use it to etch your name across the stars? The power that men both fear and desire is right in the palms of your hands. Ist das Aventurin? Ach ja, gut. Da müsste ich erstmal googeln, ob es Aventurin gibt. Stellaren, have I hit the nail on the head? Woher weißt du das? I know now. Du wusstest es schon davor. Das ist ein ziemlich interessantes... You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, I will look for you again. Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion, because it will also show me your true value. I don't do deals where I'm on the losing end.
So I hope that friends don't let me down. Wir müssen... Ich kann die Entscheidung nicht alleine treffen. I already said there's no rush to give me an answer. Because no Und wieso matter eigentlich what damit gebonkt? happens, the outcome will remain the same. Oh yes, before I go, let's play another game. A simple game to get to know each other better. You just have to guess which hand the chip is hiding in. It'll help me get a better grasp on your personality and the way you do things. Okay. Ein Clip fliegt durch die Luft, verschwindet blitzschnell wieder unter einem Schiff. Left or right? Get ready. I'm about to reveal the answer. Okay. Ja, von euch haben es doch schon bestimmt ein paar. I didn't get your answer. Oh, but that's fine, because... Because? Friend, the game has already begun. Allow me to make you an offer. Ich dachte... One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choice. Hello there. Huh? What are you doing in my room? Your room? Well played, friend. You haven't been in Penacony long, but you already know how to rope people into your cause. Oh, don't misunderstand. That was a mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory characters. Don't forget to stay on your toes. Like, keeping your door closed. Oh, ich werde sie so verbarrikadieren, das kannst du dir gar nicht vorstellen, nach dieser kleinen Vorstellung, die du mir gezeigt hast. I'll make my exit now. Have a pleasant stay. Kann ich mein Zimmer wechseln? Da hat hier sicherlich alles verwandt oder irgendwelche Möglichkeiten, um hier reinzukommen. Ich will ein anderes Zimmer. Ich will ein anderes Zimmer. Danke. Du bist? Kennen wir uns? Why haven't you left? Das ist mein Zimmer. This is my room. I jest. Take it easy. This is indeed your room. I was just passing by. Hä? I'm trying to find my own room too, and I heard a commotion here. So I came to take a look. Luckily your door was open, or could have gotten dangerous. That man looked like he was up to no good. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. Anyway, as long as you're all right. Ich find's auch toll, dass ihr... I should return to my room too. But before I go, can I ask you a question? You may think it somewhat strange, perhaps even rude. But I wished, have we met somewhere before? Oh, definitiv. Vielleicht in einem Traum? Yes. It was a dream. I had a dream on my way here, and I think you were in it. Blink of a thought in my head. This is your name, isn't it? Pleased to meet you. Und deiner ist das schon. Du erinnerst dich noch an mich? You forget. That man mentioned it before he left. My memory's not very good, but it's not so bad that I can't remember details from just minutes ago. Los, ich will sie Archeron nennen. Los, ich will die Möglichkeit haben, sie Archeron zu nennen. Galaxy Ranger Acheron. Ach, jetzt hat sie ihn schon genannt. This is what they call me. You can call me whatever you want. Lastly, a gentle reminder. There are people who possess unwavering resolution and faith, even unto death, and they do not wield such conviction for good. And on that man's face I see such a similar expression. One who wears a blade must use it to cut eventually.
And when a gambler has nothing to lose on the table, he will surely go for broke and bet it all on a final hand. That is, I thought you should know all this before making a choice. Goodbye. Und bitte hier nicht mich auseinandersäbeln, das könnte tödlich enden. Acheron left. Strange. I can't shake off this odd feeling I have. Er ist so, wie ich meinen Vampir spielen werde. Forget it. It's taken a while, but at least I can finally enter the dream. Und schon sehen wir uns wieder. Sorry, can you point me in the direction of the lobby? All these hallways really look the same to me. Und dann nach links. Zeigst Acho den Weg und sie bedankt sich immer wieder bei dir. Delia, diese bedrohliche Art und Weise zu sprechen, habe ich drauf. So ein bisschen adliges Getue kann ich machen. Nur weil ich jetzt hier ganz umgänglich bin, heißt es nicht, dass ich auch ziemlich anders sein kann. Seems like it's over. Time to work the dream pool according to the Dreamscape Pass's instructions. Neustücke erhalten. Oh. Ja, nee, ist klar, komm. Noch mehr Sticker. Ja, aber viele, hallo? Maus? Das März ihre Tür. Das erinnert mich an eine Kollegin von mir, Maria. Sie kennt mich eigentlich nur als der nette Typ von nebenan. Und ich erinnere mich noch, als ich vor ein paar Jahren ihr von einer Kollegin berichtet habe, wo es so ausgesehen hat, als würde ich mit dieser zusammenkommen und sie, oh, ich freue mich so für dich, oh, und wie war's? Erzähl mir, wie war dein erstes Mal so quasi mit so einer Person so zu sprechen und so und Maria, ich bin Erwachsene. Das ist nicht das erste Mal, dass ich spiele vielleicht die ganze Zeit den netten Typen. Aber das heißt nicht, dass ich auch nicht anders kann. Ich weiß, wie ich mit Frauen reden muss, wenn ich was machen will. Ich sollte aufhören zu reden. Und es gibt einen viel, viel böseren Trias. Welcome to Penacony, honored guest. Ich kann ganz böse sein, wenn ich will. Du näherst dich dem Traumbecken und hörst die schöne Stimme einer weiblichen Sängerin aus allen Ecken des Zimmers hallen. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft. Die Kombination dieser beiden Dinge berauscht deine Sinne. Der Duft ist süß, stark und luxuriös und hat an reife Früchte und einen fernen Ozean bei Sonnenuntergang. Ins Traumbecken legen, noch nicht. Ich will ein anderes Zimmer. Der Typ hat doch 100 Pro was mit meinem Zimmer angestellt. Oh, Telefon, Service-Telefon. Untersuchen. Aber ich will ein anderes Zimmer. Seems the older I get, the harder it is to fall asleep. I don't like this. Ein Shitwing. Na gut, legen wir uns mal hin.
Traumbecken legen. Du rollst dich zusammen und legst dich in die Mitte des Traumbeckens. Die eiskalte Flüssigkeit reicht dir bis zum Bauch. Die sanfte weibliche Stimme flüstert dir weiterhin ins Ohr und wird von den Abendglocken begleitet. Der starke Wind fegt durch die karge Ebene, während die Nachtigallen singen und die Möwen, Schwäne und Raben in die Chor einstimmen. Das Pendel schwingt. Du fragst dich, welchen Traum du wohl betreten wirst und wirst immer schläfriger. Please relax. Feel the ebb and flow of your body. Werden wir gleich sehen. Just focus on breathing and imagine you're in paradise. Imagine a dreamland. Ja, was ist los, Lake? What is it, Ratio? Why the long face? Hey, I just realized. Where's that handsome was soll denn das bust werden? of yours? Mhm. You're late. By 4 minutes and 16 seconds. You better have solved the mystery of Akavili's fall. Otherwise, I suggest not tangling with the nameless. You mean you don't believe me when I say I truly wish to befriend them? Clamorous people do not make friends. Fun fact, the Atini Peacock boasts one of the universe's more jarring songs, and your choice of attire is somewhat peacock-esque. It seems this peacock is short of a feather or two. The family's been rummaging through your things, haven't they? Yeah, by that gray-suited fellow. All the cash gifts and the box containing the cornerstones. Huh? Where are you going? Back home. To tell the corporation that some idiot ruined everything. Was? It's nothing more than a few rocks. Why so serious? Who cares if they're gone? Without that aventurine stone, you're nothing more than a doomed Sigonian thrall, sentenced to die by the IPC. Or is that serial number on your neck a cherished memento from the Amber Lord? Okay. You're funny, I'll give you that. It appears our erudite friend has done his homework. Okay, was läuft hier ab? It's my job. How would a gambler wrest Penacony back from the IPC otherwise? Don't worry, Doctor, I have my ways. The family fears interference from the IPC, hence their constant intervention. Or to play devil's advocate, perhaps Penacony might have always been a ruse under the guise of the Harmony. If you ask me, that invite is nothing but a self-planted diversion. A red herring. Or maybe they're thinking of pulling off something big during the Charmony Festival. Or someone else made the invite, and they acquiesced to elevating the magnitude of the plan. Well, regardless, be it the family or the Watchmaker's legacy, as long as they're all useful to me. Get to the point. What's your plan? Well, no need to expand on that now. It's not yet time to reveal my trump card. Damned gambler. Any true collaboration demands trust. Did that notion somehow escape your Sigonian upbringing? Then, do you trust me? That depends on you. So you don't trust me either. Now that was easy, wasn't it?
Also, I didn't go to school, and my parents didn't teach me any of that. A pity. They left before they could impart any life lessons. I did not mean to offend. I'm not offended. But they did teach me that friends are weapons of the Abgens. Even under the watchful eye of the Harmony, we need as many friends as we can get. Let's see. The Garden of Recollection and the Astral Express have already made contact. The Annihilation Gang, I can't really count on them. The Knights of Beauty haven't given their answer. And as for the bunch at the tavern... Speaking of which, I ran into a woman just now who introduced herself as a Galaxy Ranger. The whole conversation felt off. Help me look into her. Huh? Oh, you don't really disdain me that much, do you? Oh, jetzt sieht er ganz niedergeschlagen aus. Seems like I'm on my own again. So this is the dreamscape? The atmosphere here creeps me out. And what was that weird noise just now? The Dreamscape Hotel. Under construction. Please receive instructions from the Ho service, AF, and enter through the designated. Ich glaube, wir haben ein Problem. Irgendwas sagt mir, irgendwas ist ziemlich schief gelaufen. Kann es sein, dass ich... Moment mal, bin ich wieder in dem einen Traum mit Acheron? Die Tür scheint sich von innen nicht öffnen zu lassen. Und dass auch alles hier so schön rot leuchtet. Jetzt erwartet, dass ich hier durch kann. Hier. Note? Das Unmögliche ereignet sich im Träumen. Finde es und deine Zuhörer werden dir dankbar sein. This way. Can you see me? Over here. Ja, Misha. Come this way. I thought I heard a familiar voice. Is it coming from the painting? Es leuchtet so schön. You're here. Wonderful. Oh, I thought you wouldn't notice me. Welcome to the Gallery of Thoughts. You can think of this as the entrance to the Golden Hour. I'm here to provide guidance to our guests. So sehen wir uns wieder. Huh? You remember me? I'm so glad. This is a temporary interchange, so it looks a little rundown. The Reverie in the Dreamscape is currently undergoing a revamp. Woher kenne ich die Reverie nochmal? In welchem Spiel oder Anime war sie? I apologize for any unpleasantness in your stay. But if you enter the Golden Hour, I'm sure One Piece? all your troubles will dissipate in an instant. Was ist mit dem Hotel Reverie passiert? Oh, you're asking about the Reverie in the Dreamscape, right? I'm not sure exactly either. I'm sorry. Was ist die goldene Stunde? You've perhaps read about it in your Dreamscape past, but I can explain it one more time. Golden Hour is one of the 12 Dreamscapes in Penacony, and its time coincides with midnight. Here, the dream's time is forever stuck in the moment before midnight. Tomorrow will not come, and this night of revelry will never end. Reverie in Sau? Was war es nochmal in Sau? But that doesn't mean that time is stopped in the dream. To avoid any physical or mental burden on guests, time in the dream has been synced with realities. So don't worry. Nice, Sarah. Ich habe einen Zettel aufgenommen. Note? Did you find it in the room? It wasn't trash left behind by the previous guest, was it? It was my mistake. I failed to tidy up properly and caused an inconvenience for you.
I'm truly sorry. Ja, dass Sau Sword Art Online ist, weiß ich, aber was war Reverie dort nochmal? Wie betrete ich denn den Goldene Stunde? You just go right through that door to reach Golden Hour. I wish you an unforgettable dream. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, wo in Sword Art Online es eine Reverie geben soll. Behind this door is the real Penacony. I'm looking forward to it. Oder ich google schnell mal nach Reverie Sword Art Online. Hallo? Maus? Ist auch toll, dass die Maus jetzt nicht will. Egal, weiter geht's. Dann nicht. Weil ich weiß nicht, was... Kaboom! Das nenne ich mal einschlägigen Erfolg. Kaboom! Are you alright? Ich habe keine Schmerzen. Ich glaube, ich halluziniere. Sind wir im Himmel? There's nothing to worry about. You've arrived at the dreamscape. Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition. Fret not. Feeling a sense of weightlessness is normal for new visitors. Das war keine Schwerlosigkeit. Ich bin im Himmel gespawnt und dann abgestürzt. Und in dem Moment, wo ich dachte, ich könnte losfliegen, habe ich gemerkt, okay, es geht nur in eine Richtung runter. Robin, please guide our friend in getting more comfortable with the new environment. Leave it to me. Robin nickt in ihrem Vorgesetzten leicht zu, dann richtet sie ihre wunderschönen grünen Augen auf dich und lächelt. Süß. Dir wird schwarz vor Augen, dein Herz schlägt heftig, dann spürst du, wie sich dein Körper an die Frequenz der Traumlandschaft anpasst. Das sieht nicht gut aus. Don't worry. Just relax. You'll be feeling like your normal self in no time. Warte mal, ist das jetzt unser Blick auf uns selber oder schauen wir durch Robins ihre Augen und sie wird irgendwie manipuliert? Inhale. Now exhale. Der Chor fängt an zu singen. Einatmen, ausatmen. Du wirst von deinem Instinkten übermannt und die Flüssigkeit, die deine Brust füllt, kommt wieder in Bewegung. Die Flüssigkeit, die deine Brust füllt? Das hört sich nicht gut an. Und Hallöchen, Juna. Eine angenehme Wärme breitet sich in deinem Inneren aus und erfüllt dein ganzes Sein. Deine Melodien werden langsamer und verklingen wie ein Schlaflied. Eine siebenfarbige Illusion berührt sanft die Oberseite deines Kopfes und schließt dann behutsam deine Augen. Du fühlst dich wohl und fällst in einen tiefen Schlaf. Du öffnest deine Augen und fühlst dich so quicklebendig wie noch nie zuvor. Rechtschreibfehler. Die Probleme von eben erscheinen dir wie eine ferne Erinnerung. You should be feeling fully in control now. Welcome to Penacony. Was soll das heißen? Was hast du gerade mit mir gemacht? Hast du mir eine Gehirnwäsche verpasst? Was war das gerade für ein Geräusch? It was a song with a harmonic tune. Relax. Just did some tuning on you with the resonance of the harmony to allow you to control your limbs freely in the dreamscape. Essentially, the dream of Penacony is a world formed by memoria. Only by fully understanding its nature can you move freely within it.
Wieso komme ich mir vor, gerade wie in der Matrix, als hätte man mich gerade an den Computer angestöpselt? It's like learning to swim. It's easy to sink at first when you aren't accustomed to the water. But once you get the hang of it, you can float and swim on the surface effortlessly. Eine tolle Analogie, jetzt verstehe ich. Sehr tiefgründig. Bedeutet das, dass ich in der Luft schweben kann? Well, theoretically you can, but it would be very difficult to pull off. After all, we don't really have an in-depth understanding of the Memoria yet. Wie lange gibt es dieses Hotel schon? Unless you're one of the memo keepers of the Garden of Recollection, it can be difficult at first to manipulate the Memoria as you wish. But once you've been tuned by the harmony, you can use the same laws of physics from the real world to understand how the dream world works. Oh, oops. I've fallen into my professional habits again. I just can't seem to shake off this urge to be a know-it-all. Don't mind him. He's always like that. Please enjoy the beautiful dreamscape the family has built for everyone. We shall take our leave. Have a blast. Ich habe eine Nachricht erhalten. Hey, super, sogar in unseren Träumen können wir uns Nachrichten senden. Bist du schon da? Ich bin hier. Yeah. Ich habe Himiko und Herrn Young kontaktiert. Sie befinden sich in verschiedenen Träumen. Ich bin im Augenblick in der Dämmerung. Ich möchte mir die Auktion ansehen. Es wäre zu kompliziert, einen Treffpunkt zu vereinbaren. Wir sollten uns aufteilen. Du bist in der goldenen Stunde. Ich habe gehört, dass der Traumlandschaft-Shop dort sehr bekannt ist. Kannst du dir ihn für mich ansehen? Bitte? Bitte? Wenn er von Interesse ist, gehe ich gleich als nächstes hin. Wow. The Dreamscape Sales Store. Should I visit it? This place is bustling. There are so many people living in the Dreamscape. Okay. Kaboom! Wait, did that billboard just move? Bleibt liegen! Ich sagte liegen bleiben! Falcon Punch! Das ist gut gegen Aggressionsprobleme. Einfach mal so ein Dingsbums schlagen. Falcon Punch. Falcon Punch. According to the map, that's the Dreamscape Sales Store. Is that a giant eyeball? Wo ist ein riesiges Auge? Ach, das da, in der Tür. Aber ganz ehrlich, ich bin relativ enttäuscht für eine Traumlandschaft. Ich hätte mir den Traum anders vorgestellt. Traumhafter. Er ist noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, nüchtern und normal. Da sieht man ja in Las Vegas mehr. Trailblazers from the Astral Experience. Welcome to Dreamscape Sales Store. Wer spricht da? Woher weißt du, wer ich bin? It's the magic of psychoanalysis, sir. Dr. Edward is happy to assist you. Here's where you get to experience all sorts of fascinating dreamscapes. From the top-notch productions of Clark Studios to private donations. We have it all. If I'm not mistaken, this is your first visit to Penacony, isn't it?
Yep, mein allererstes Mal. Ja. Please be rest assured that Dr. Edward will provide the best service you can find in helping you purchase your first dreamscape and indulge in an exclusive and marvelous dreamland journey. And that's the end of my analysis. I'm sure you'll be a fan of this dream bubble. It's a contribution from an anonymous donor and is said to contain the memory of the fallen Eon Akavili. I can assure you that this dream bubble is perfect for you. Woher weißt du, was ich will? Ist das Erinnerung von Akavili? Wie viel kostet das? Dr. Edward promises to let every new customer enjoy their first dream bubble for free. Well, let's begin. Please close your eyes and rest your forehead against the dream bubble. Die Traumblase berühren. Ich habe keine andere. Ist es so eine Kuchengeschichte? Trailblazer from the Astral Express. Do you plead guilty? Hallöchen, Pompom. Warum ist Pompom hier? Bin ich jetzt Akavili? I won't make any explanatory or leading comments on the content of this dream bubble. In the dream bubble, you will be living through another person's past memories. You will experience what the original owner of the memory once experienced. Die Frage ist, wie alt ist Pompom dann? If any details are missing from the dream bubble, your subconscious will make up for it by substituting the missing content with something similar. Und irgendwie habe ich gerade Bock auf Europapark. Fragt mich nicht warum. Wart ihr schon mal im Europapark? The sins you've committed are beyond pardon. But I respect every individual's right to carry out volunteer work. Give this place a thorough cleaning! Muss ich die Vertonung von Akavili selbst übernehmen? My apologies. When I received this dream bubble, some of the audio tracks were missing. Perhaps even the memorial is unable to transmit the voice of Akavili. Na, wenn, dann müssen wir da ein paar Tage übernachten. However, I can make some adjustments to the dream bubble to improve your experience. Meaning you can choose anyone's voice for Akavili's. As long as it's a voice you're familiar with, I'll be able to replicate it in your subconscious. Ich glaube, ich war schon 5 oder 6 Mal dort oder 8 Mal. Ein paar Mal. Eine beliebige Stimme. Ich muss die Stimme einer Person sein, die mir nahe steht. Was für eine praktische Funktion. Subconscious has vast potential, sir. Schöne oder unschöne, keine Ahnung. Ich bin halt immer meistens mit der Familie gefahren und wir mussten, glaube ich, 2 bis 2,5 Stunden mit dem Auto fahren. Well, please, make a decision. I'll do my best to fulfill your needs. Das hört sich irgendwie dirty an. Wer kommt noch in Frage? Himiko, Welt, natürlich mich. Natürlich mich, aber mit anderem Geschlecht. No matter, Dr. Edward will make it happen. The replication is complete. Now you can enjoy an enhanced dreamscape experience. Jetzt kann ich endlich mal den Female Traveler hören. Do you, as well as the other passengers, take responsibility for the following malicious conduct? You rode snowmobiles into the Taikian Stadium and disrupted the match, causing the match to be suspended. Because of you, 20 Trailblazers were forced to repair the severely damaged exterior of the stadium for 3 months without pay. Do you plead guilty to this charge? Boah, kann ja richtig angsteinflößend sein. Yes, I plead guilty. You sneaked into the High Zoo and splurged half an Amber Era's crew budget
on 250 Nosewalker cubs. You kept them in the restroom, where they were left to breed and multiply uncontrollably, causing other carriages to be filled with sewage. Was haben wir bloß alles angestellt? You plead guilty to this charge? Ja. Yes, I plead guilty. You barged into the kitchen of the dining carriage, claiming that the whole area needed disinfection. This resulted in the loss of 42 crispy, crumbly pom-pom pies. And because you also took the last serving of the express special in the fridge, I was left starving. Wieso habe ich das Gefühl, dass das schlimmste Verbrechen für Pompon ist? You plead guilty to this charge? The first one is clearly a result of your own doing, but I do admit to consuming the last serving of the express special. Ahem! Don't get carried away just yet. This is only the beginning of your list of culinary offenses. Ist das so klar? There are cases of entire entries disappearing from the express databank. Plants in the parlor car being watered with soul glad. Disrupting the conductor's rest with noise. And a break-in to the conductor's exclusive snack vault. Jetzt weiß ich, dass es eine persönliche Snackbox gibt. Was hat das alles mit Machiavelli zu tun? Gab es zu der Zeit schon? Was hat das mit Machiavelli zu tun? I won't make any explanatory or leading comments on the content of this dream bubble. And that's not even half the list. There are a total of 46 cases of malicious conduct. Do you admit to being the culprit in every case? Wieso glaube ich, dass 3 dieser Vergehen, die er genannt hat, und die anderen 43 was mit Essen zu tun haben? Sorry. I am indeed the worst nameless in the universe. No, you are not. Nicht? Could there be anyone worse than me? Of course there is. Who? Caspian. That guy who blew up the train into 2 pieces. Warte mal, was? Moment mal, was? That's all for the content of this dream bubble. How was your experience? Es war wirklich... Was hat das alles mit Machiavelli zu tun? This dream bubble aligns with what you desire in your subconscious. If you're interested in experiencing the dream bubble again, you can purchase it with credits. Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Die erste Traumdauer kostenlos war wohl nur ein Lokangebot, was? This dream bubble is indeed pricey. Still, please give it some consideration. Well, are you going to buy it? Kann ich einen Preis sehen? What a shame. Please come again. Oh, right. As this is your first time using the dream bubble, here's a sticker for you. You can use it to decorate your dreamscape past and commemorate your unique trip to Pinnacle. Irgendwie ist es sehr schwer, ihn zu verstehen. Oder was meint ihr? I was hoping I would find some clues about the Nameless up here. Well, can't expect it to be that easy. Ach was, kriegst du schon hin. Ganz bestimmt. What's going on? What's all the commotion about? Mit dem Dat. Ich würde gerne eine Schnellauswahl treffen, dass ich auch mal konnte ich nicht irgendwie das hier einstellen? Genau. Was bist du denn eigentlich? Mission? Nein. 2 können wir wegmachen und ich will die Fotokamera. Wo ist die Fotokamera? Ich will mal Fotos machen. Syntheseaufträge, Navigation, Freunde, Shop, Warp, Guide-Figuren. Wo ist die Fotokamera? Es muss doch eine Fotokamera geben. Da bin ich gerade zu blöd dafür. Guide, Erfolge, Nachrichten, Datenbank, Shop, Freunde, Bücherregal, Navigation, Aufträge, Synthese. Ernsthaft? Es gibt keine Fotokamera?
skandalös. Okay, und was ist hier los? Don't even think about running away. You stowaway. Die sieht aus wie 7. März. Sorry for bothering you. Please, Glühwürmchen. I need your help. Eine hübsche junge Dame wie dich beschütze ich doch gerne. Wie kann ich denn helfen? Hey, look. She has an accomplice. Ha! Good work. Now we can nab them both in one go. Excuse me? Can I have fun this time? Okay, irgendwas sagt mir, ich sollte meinen General rausholen. Ich finde es toll, dass ich praktisch keine Charaktere hier habe. Time for a buzz. I'll free you from your chain. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'll Kaboom. end your misery. Hallo? You chose the wrong enemy. What a headache. Time for a buzz. This ends here. Time for a buzz. Don't mess with me. Ernsthaft? Genau das, was ich nicht brauche. Receive divinity. This combat needs Optima. Genau das, was ich nicht brauche. Ach, der macht den Schaden. Time for a buzz. So you are Ja, afraid of geht me. doch. Das heißt, ich tausche jetzt General gegen Seele aus? Oder was meint ihr? That's enough, boys. Oh! Wir haben jemand sehr unrasierten. Sir. What's gotten into you all? Open your eyes and take a good look. Is this lady the stowaway we're looking for? Gallagher. Huh? Who's this? Don't you know him? Look at his brown hair and grey vest. He's the officer, sent here by the family to maintain order at the Charmony Festival. I see. Sir, the thing is, we're trying to apprehend a stowaway. And that young lady there looks very suspicious. We're sure she's the one. Warte mal, ihr habt keine Beweise, aber ihr habt ein Gefühl. Ihr habt ein Gefühl, dass sie was zu verbergen hat. Aus euch wird bestimmt. Vor allem Ding, die maximal pigmentiert hat, dieses Gefühl. That's nonsense. Take another look, will ya? The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl with silver hair. Does that even make sense? She's our guest. Well, just get out of my way and I'll take care of this. Yes, sir. Okay, ganz intelligent sind die nicht gerade. Aber die hat dieselben Augen wie 7. März. I'm Gallagher from the Bloodhound family, and those idiots are some young bloodhounds I've been training. Dann trainiert sie mal besser, die sind ja total bescheuert. Because of their youth and inexperience, they mistook an honored guest of Penacony for a criminal. This is indeed a regrettable mistake. I'd like to offer my sincerest apology to you on behalf of the Bloodhound family. Ach was, es hat Spaß gemacht, sich mal wieder zu prügeln und den Baseballschläger rauszuholen. Gut, dass ich den Baseballschläger in meinem Traum dabei habe. Gut, dass ich den Baseballschläger mit in die Badewanne genommen habe, sonst hätte ich ihn vermutlich nicht, oder? Was ist mit dem blinden Passagier? Wer ist dieser silberhaarige Kerl? Was? Ja gut. The Bloodhound family are guards of the Dreamscape. We're in charge of security here, and our duties include arresting people who try to enter our world illegally. We got a tip that some criminals were planning to take advantage of the festivities around the Charmony Festival to sneak into Penacony. Now that the festival is just around the corner, there are likely many shady characters lurking around.
Habt ihr denn keine Firewall, um die Leute abzuhalten? Don't worry. I believe this is just a misunderstanding. How could such a lovely girl like you be a stowaway? Wohlgemerkt, jemand, der sich hier reinhackt, könnte auch sein Geschlecht ändern. Thanks. Without your kind help, I wouldn't know what to do. Also für mich ist das Ganze hier eine Art VR-Chat. Und wie viele weiblich aussehende Avatare in VR-Chat haben sehr tiefe, maskuline, bassige Stimmen. Und wie viele von diesen tiefen, maskulinen, bassigen Stimmen sind meistens unter 14 Jahre? Und ich denke mir, Kollege, du hörst dich an wie ein 30-Jähriger, der zu viel geraucht hat. Und dann ist der unter 14. Just part of the job. Kennt ihr das? Wer spielt hier aktiv VR-Chat? I need to get going. If you need help, you can reach out to me through the young bloodhounds in this area. I wish you an enjoyable experience in this land of dreams. Genau, Delia, perfekt. Sehr schönes Beispiel. Auch wenn Miffy ein bisschen älter ist. Aber trotzdem, der hört sich wie du. Ich laufe in einem männlichen Charakter rum. Die meiste Zeit. I owe you a big one. If it hadn't been for you, I might have been taken away by them. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Auf einen galaktischen Baseballer kannst du dich immer verlassen. Thank you so much. Die hat eine enorme, sie hat große Argumente. By the way, I've just noticed. You're a nameless, right? Is this your first time here on Penacony? Woher weißt du das? Sind die Namenlosen wirklich so berühmt? Heute gebe ich leider keine Autogramme. That's not what I meant. Though I do admire the nameless. The family invited you here, right? I'd be happy to show you around. Yay. Although the Bloodhounds mistook me for a stowaway, I'm actually a local. My name is Firefly, and I'm from the Iris family. I work as a stage performer, although right now I'm just an extra. When there are no acting gigs, I work as a guide near Glocks Avenue. If you don't mind, I can show you all the exciting things around here. Maybe if I do my job as a guide, people will stop suspecting me. Das ist ja cool. Tatsächlich könnte ich einen Reiseführer gebrauchen. Hast du heute ansonsten keine Arbeit? Glad to hear that. After all, you just did me a huge favor. Und sie hat dieselben Augen wie 7. März. Over here. It's not a bad idea to get to know about this place. Gallagher. Watch your step now. Das ist eine Enthüllungsreporterin, das ist aber eine jüngere Enthüllungsreporterin. The first stop most people head to as soon as they arrive in the Dreamscape is the OT Mall. The Dreamscape sales stores here is super famous. There are also stores that sell luxury goods, apparel, trendy toys, and even cars. As long as you have enough alfalfa coins, you can buy anything you fancy. Items purchased in the Dreamscape can also be brought into reality through an extra service. Unfortunately, the transfer of automobiles to the real world is not available at the moment. What the heck? You can come back for them next time. Just outside the mall is the plaza. Follow me. I'll buy you a nice meal. Na dann, auf zum Plaza. Hatschi. Schnief. Give him a kid's meal. We're here. Hey, have you ever heard of this saying that goes, in a dream, hunger is the most precious spice? Höre ich zum ersten Mal diese Redensart. Well, you can find all kinds of local delicacies here. Clocky pizza, oat cake rolls, alfalfa salad, and the classic Soul Glad. Feel free to pick... Danke, das ist echt nett von dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. No worries. You can
can buy me a meal next time. Okay, und dann wird sie zum gefräßigen Schlund. Ich sehe schon. Irgendwo muss ja das ganze Gewicht hingehen, oder? Irgendwo, ja. Hi, Trey. Okay. Flocky Pizza. UFO-Burger. Pommes Eis, nee. Traubenlimonade, nee. Märchenbiskuit. Ein Eis. Ah, um 14 plus, okay. Ich bin hin und her gerissen zwischen dem UFO-Burger und dem Eis. Nehmen wir den Eis. Ach, ich darf alles kaufen? Ja, wir haben genug gekauft. Are you done ordering? Then I'll pay up. I love their oat cake rolls. I get one from here every day. Wird das auf Dauer nicht recht teuer? Well, that's why I only have one per day. Let's walk while we eat. It's time to head to the next stop. Give him a kid's meal. I still gotta get in line. Vor allem Ding, warum ist es so teuer? Sollte This is da. the luxury store I told you about earlier. If we keep going, we'll reach Glax Avenue, which is the road to Golden Hour. Vitali. Over here. Niemals. Please come this way. Let me show you something interesting. Look, that's the statue of Clocky. It's the oldest and most famous animation from Penacony. It follows the adventurous life of Clocky and his friends in the town of Dreamville. To date, over 10,000 episodes have aired. Und jetzt muss ich an Bendy and the Ink Machine denken. Was für eine niedliche Uhr, was für eine surrealistische Uhr. Hat seine Erscheinung nicht etwas Bedrohliches? I know, right? Isn't he adorable? Zum Knuddeln. Wer will knuddeln? By the way, do you know that Clocky's design is said to be inspired by none other than the legendary watchmaker? Dem Uhrenmacher? I can't believe you haven't heard of him. He was a legendary tycoon in the history of Penacony, the founder of the Dreamscape, the man who turned dreams into reality. Oha. There are different stories out there about the watchmaker's origin. Some said he was a traveling merchant from beyond the sky. Some claim that he was exiled to Penacony as a prisoner. And some speculate that he wasn't even a real person, just a symbol. The true story is anyone's guess. But everyone aspires to emulate his success and be the next watchmaker. Na dann, toi, toi, toi. As his inspiring story became known across the cosmos, those with a dream flocked to Penacony in droves. They held feast after feast, eventually building the planet of festivities we have today. Everyone in Penacony knows this name. The cartoon character Clocky is portrayed as reckless and full of hot air. But I believe the real watchmaker was a nameless. After all, creating the dreamscape sounds like just the kind of thing a trailblazer would do. Hold on. If the watchmaker really was a nameless, wouldn't that make him your predecessor? Would you like to take a picture with him? Leider nicht. Ich glaube, ich bin gegen Fotos allergisch.
Dafür verlangst du, gerne. Aber wäre seltsam, wenn sie uns... Here, give me your phone. Du haust jetzt aber nicht mit meinem Handy ab, oder? Du hörst einen mitleiderregenden Hilferuf. Der Ruf kommt aus den Wimpern von Clocky. What's that? It looks like there's something on Clocky's face. Help me! Pull me out! Help me! Die Wimpern bitten dich, herausgezogen zu werden. Das fühlt sich fast zu sehr wie ein Traum an. Was wirst du also tun? Na dann, erstmal Glühwürmchen. Sure. Please give me your phone. Wunderschön, oder? Kannst du es nicht hochkant stellen? Wunderschön, mit Wimpern. It's done. It came out great. Help me! Pull me out, please! Du hast da ein schönes Foto mit Clocky gemacht, doch diese Wimpern scheinen es nicht zu schätzen. Sie betteln immer noch darum, dass jemand, also du, helfen soll. Muss ich, wir können auch weitergehen, komm mit. Na, von mir aus. Zerren. Hey! Thank you, beautiful person. I'll repay your kindness. Go to the tree. Please go. There. I'll show you something nice. Wer geht jetzt? Ah, gute Nacht, Sarah. Bye, bye. Du brauchst eine Freundin zum Knuddeln? Dafür gibt es große Kissen. Der scharfkantige Vogel piept ganz bezaubernd und fliegt davon. Bevor er wegflog, scheint er eine Art Gegenleistung angeboten zu haben. Das Wichtigste ist, dass du zuerst zu dem großen Baum gehen musst. Vielleicht kannst du dich dort wieder mit ihm treffen. Dann siehst du, was genau das Schöne ist. Is there something wrong with Clocky's statue? Why did you suddenly jump just now? Ne, die Seitenschläferkissen, die mit Anime-Bezug, den meine ich. Ich habe einen Vogel mit scharfen Kanten und Ecken gerettet. Ich habe seine Wimpern herausgezogen. Ich kann also doch springen. A bird with sharp edges and points. I don't think I saw it. Well, if you're okay, let's move on to the next stop, which is just a stone's throw away from here. Please follow me. Na dann. Piep, piep, I'm a sheep. I said beep, beep, I'm a sheep. My dream is right before my eyes. Auch interessant. Oh, aha. Interesting. Can you see that building in the distance? That's the famous Grand Theater, another great landmark of Penacony. Nee. Ich bin VIP. Ich habe das Ultra-Duper-Super Paket. Sie muss die DLCs erstmal kaufen, damit sie es sehen kann. Also, ich bin reich. Das heißt, ich bin nicht verrückt, ich bin reich. Has a pretty unique shape, doesn't he? In the real world, it was originally the central prison of Astana. The family renovated it in the dreamscape and transformed it into the glorious Penacony Grand Theater. Since the moment it was built, the Grand Theater has graced the entire dreamscape with its rendition of the Odes of Harmony. Sondern Pro, lang ist her. Sehr lang. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? During the once-in-an-era Charmony Festival, family members will gather at the theater to welcome the harmonious choir that blesses Penacony with everlasting peace. And here we are, the best viewing spot in all of Golden Hour. Look, there's even a telescope here.
When the Charmony Festival arrives, remember to be here early if you want to get a seat. Okidoki. Next, I'll bring you somewhere you can really have fun. Kann ich eigentlich überfahren werden? Die fahren einfach raus. That place up ahead is Ideen Park. Everything here is themed around Soulglad. It's a little crowded, so make sure you stay close to me. This is the largest park in Golden Hour. It represents the soda culture of Penacony. The gigantic soda bottle houses the headquarters of the Soulglad Enterprise. Na dann, wenn er Pro ist, doch 1A. Cristiano Ronaldo ist es wie Genshin Impact nur im Weltraum. Soulglad is said to have originated from a sweet medicinal syrup popular during the prison era. Invented by a man named Sousa, it was thus called the Sousa juice. Ideen, an interstellar traveling merchant, saw the potential in the beverage and purchased the formula. Ideon then carbonated the beverage and renamed it Soulglad. He also pioneered the school of thought known as Syrupism, in which he promoted the consumption of Soulglad as a new kind of lifestyle. And just like that, he created a commercial miracle. Was aber alles in einer Traumwelt ist, also... Did you know? Meh. One of the ingredients in the original recipe for Sousa juice, known as Dreamleaf, has gone extinct. That means the only place you can get a taste of Apocal Soulglad is in Penacony's Dreamscape. Now, this is also the only place where one can fully experience the core values of Syrupism. Sie hat plötzlich inne. Ihr Blick wird vorsichtig und sie starrt dich an. Oder vielleicht etwas, das sich hinter dir befindet? Stimmt etwas nicht? Im nächsten Moment ist Glühwürmchens Gesichtsausdruck wieder so wie zuvor. Sie schenkt dir ein einnehmendes Lächeln. Time waits for no one. Let me show you around. Ich bin dieser Charakter. Was? Reitest ein Glurak? Warum reitest du jetzt ein See Glurak? these musical instruments playing themselves with no human performer in Penacony? Many objects and facilities have gained self-awareness due to the influence of the Memoria. After being tamed by the family, some of them form the Sweet Dreams Troupe to provide entertainment for guests. Bis später, Gamer. Be careful, though. Sometimes these animated objects can be affected by dangerous emotions or memories, and, transform into the destructive Dream Jolt Troupe. If you ever run into them, go ask the security guards nearby for help. Ach was, die werde ich selber einstampfen. Hey, there's a ride attendant over there. Let me get... Hi there. This is my friend's first Ach visit so, to meinst du Penacony. das? May I get some Ideen tokens for him? Of course. Please show me your Dreamscape pass. Name. Here's your Dreamscape pass and tokens. Be sure to keep a good hold of them. Have a good... How many tokens are there? 10. You may now enjoy the attractions in Penacony to the fullest. Nice. Thanks! Let's try out some of the games nearby. Our goal is to use all the tokens. Müssen wir? Das wird ein Riesenspaß. Let's do it! Let me see, which one should we try first? Since this is your first time here, I say we start with the easiest games. The Dreamy Slots and Lucky Wheel are pretty straightforward. Aber sowas wie hier? Aber man gewinnt immer was. Hui, Riesengewinn. Holy moly, it's the grand prize!
lucky day. Not enough credits left? Where do I recharge? Ich darf nur das eine? Und... Ey, das war oben. Das habe ich ganz genau gesehen. Wow, you won something on your first attempt. Impressive. Ich brauche die Dinger hier. Komm. Was auch immer das hier ist. You keep playing. I'll go and get some drinks. Und willkommen beim Slot Machine. Wir haben hier jede Menge Chips, die wir verspielen wollen. Hier der Slot Stream. Jetzt bin ich auch zum Slot Streamer geworden. Schnieb. Ich dachte nicht, dass ich mal so tief fallen würde. Die Stadt heißt Pensacola, irgendwie sowas. Was? Ihr seid glücklich verheiratet? Okay, dann Schelle an dich. Herzliches Glückwunsch und Mina, herzliches Beileid. Möge euch der Tod euch scheiden. Kaboom. What's taking Firefly so long? Huh? She's heading towards the bar? Weil ich so cross bin, deswegen bin ich ein Knossi. Manchmal macht Knossi Casino-Streams. Ich habe den noch nie gesehen. Irgendwie ist es ziemlich rigged. Ich komme niemals nach oben. Ach, einmal muss ich noch. I've used up all the tokens. Time to meet Firefly. Na dann, wo ist die Fireflychen? Did you have fun? Immer. Penacony's golden hour is pretty amazing, isn't it? Ja, alles wird summarisch. Du klingst etwas traurig. Ist ganz okay hier. Ich habe in anderen Welten aber schon Besseres gesehen. I'm not sad. It's just that this dream is so loving and forgiving. Oh, Cristiano Ronaldo, das kann ich toppen. Wenn du jetzt STRG Alt F4 drückst, kriegst du sogar 4 Spiele. Und du darfst es sogar mehrmals drücken. It's vast and deep like an ocean. Even the humblest people can find solace here. I really appreciate your help earlier today. That's why I took the chance to introduce this beautiful place to you. It was willing to accept me, even though I didn't belong here. Wie, ich dachte, du bist... I've grown very fond of this place. And that makes me want to... share it with others. Du bist nicht von hier. Du solltest deine Gefühle nicht so von einer Sache abhängig machen. You're right. But when people have nothing to rely on, they always seek out things to find comfort in. Das ist schade, dann kriegst du leider keine 4 Spiele. Kann man halt nichts machen. Hey, could you come closer? Closer, please. I have a question for you. Did you travel here alone?
Nö. Meine Freunde sind in andere Traumlandschaften gegangen. Aber das kommt drauf an, was du vorhast. Wollen wir uns auf meinem Zimmer treffen? Knickknack. Oh, I see. I'm not sure whether you've realized it or not, but I took you through a very long scenic route and visited all kinds of places just now because... Ja. Well, someone's been following you. Don't turn around. I'm certain that you're his target. He's been on our tail since we parted ways with Mr. Gallagher. I wondered whether he was a friend of yours, but my instincts told me he wasn't. He's about 5 feet, 11 inches tall, give or take. Judging from his strong build, it's clear that he's well trained. He walks in long strides, but his steps are light and barely audible. That way of walking doesn't leave footprints. Ist er zufällig blond? He looks like a skilled fighter. The covert kind. He has large Shampoo. palms, yet his fingers are slender and nimble. Shampoo. I reckon he has experience using knives, like a short sword or dagger. Shampoo. Do you know anybody like that? A maroon jacket, emerald eyes, dark blue hair. Shampoo. He's coming our way. Hey, well, if it isn't my most loyal customer, the Trailblazer guy. Wie kannst du es denn dir leisten, hier nach deiner kleinen Abzweige auf dem Eisplaneten hier zu landen? It's been such a long time, old friend. What a coincidence to run into you here. Oh my, I'm in luck today. Shampoo? Was machst du hier? Träume ich etwa? Ja, ich träume. You're surprised to see me? You know, it's thanks to you that I can be here. You helped Urello 6 open up to the outside. This gentleman is? Ein Schlitzohr, ein Bandit, jemand, von dem du dich sehr weit fernhalten solltest. Miss March, don't you remember me? After all the favors I did for you all in Bellabog? Was das? Das Glühwürmchen, sie ist meine Reiseführerin. Aber dachte ich mir schon, dass sie irgendwie komplett andere, dass sie dieselben Augen hat, wie March selber. My name is Firefly. I'm a stage performer from the Iris family. Oh, no wonder. I was just thinking, there's no way Miss March could change her appearance so dramatically in such a short time. It's my pleasure to meet you. My name is Sempo, and I'm an old pal of his. Was für ein Boxmatch? Hier gibt's doch gar keine Boxmatches. Freut mich, freut mich, freut mich. Habe ich dich jemals als mein Freund bezeichnet? Glühwürmchen, gehen wir. Come on. It's been so long since we last met each other. How can you just walk away like that? Weil dort, wo du bist, es Probleme gibt. Deswegen. Mr. Sampo, what's the purpose of your visit to Penacony? Warum sollte ich das tun? Cristiano, nicht so Ronaldo. My purpose? You're funny. What else can I do in Penacony? Well, I just hang around, daydream, and do the things that anyone on vacation would do. Speaking of which, old pal, since fate brings us here, I'm obliged to give you a tour of this area. Da habe ich bereits bekommen, kein Bedarf. I've been watching you two for a long time. Miss Firefly does know Penacony well, but when it comes to entertainment for grown-ups, I think I can do much better. Shampoo, du bist ein, ich hätte jetzt nicht lieber Kerl gesagt, aber ich glaube, sie kann mich viel besser entertainen, als du es hier könntest, falls du verstehst, was ich meine. Entertainment for grown-ups? Looks like my analysis is spot on. Follow me, you two. Let me give you a taste of the adult world.
Ach, mach's vor, lad's hoch und dann werde ich's mir überlegen. Well, Mr. Sampo. Anything bothering you, Miss Firefly? Don't worry. This isn't going to involve anything illegal. Aha. Okay, was wird jetzt passieren? Und wieso gehen wir da überhaupt hin? Aua. Ich wurde angefahren. Aua. It takes a long time to reach the other side on foot. How about we just bounce over there using the pinball machine? Ah. Pinball machine? He is not fully acclimated to the dreamscape yet. This could get dangerous. Dangerous? Miss Firefly, we're in a beautiful dreamland crafted by the family. How could it be dangerous? This is the perfect place to have some thrills. Come on, pal. Show her what you're made of. Na dann. Dann flippern wir ein bisschen los. Oder wie es in Thailand so schön heißt, Ping-Pong-Show. Ich habe nur Stories von Ping-Pong-Shows gehört. Klicke, um die Scheibe anzuwählen. Verbrauche Energie, um die Scheibe zu aktivieren. Und deaktiviere die Scheibe, um Energie zurückzugewinnen. Du kannst die Drehrichtung der Scheibe einstellen, wenn sie aktiviert ist. Es können nicht mehr Scheiben aktiviert werden, wenn du nicht genug Energie übrig hast. Wähle zurücksetzen, um den Stand aller Scheiben zurückzusetzen. Nutze den Schalter, um den Drehscheiben, um den Aufprall. Aha. Drehen. Ausschalten. Okay. Ja, easy going. Kaboom. Is this the lower level of the commercial district? Bingo! Our destination is right there. Peppy Papeshi Salon. Ist das nicht schön, wenn man Außenwerbung einfach mal eine zimmern This is kann? no ordinary salon. The only guests allowed to enter are the Papeshi people, or those with VIP cards. Lass mich raten, alleine wirst du Then nicht... again, nothing is too difficult for Sempo. Dies ist der Eingang zu Hanus Abenteuer. Wie mit Traumlandschaft, um weiterzukommen. Du musst dich zuerst mit der Miniatur Hanu verwandeln. Kann ich mich in eine Miniatur verwandeln? Ja. Piep, was machst du denn da? Ich habe so lange nach einem Weg gesucht, ohne mit den Flügeln beim Fliegen zu schlagen. Dieses Pummelchen ist einfach toll. Wenn es in den Himmel fliegt, kommt es nicht mehr runter. Ich muss also nicht sehr viel Kraft aufwenden. Das ist echt praktisch. Piep. Vergiss es, es schadet nicht, dass ich mich auch mal auf meine eigenen Flügel verlassen muss. Tschüss. Papeshi, Leibwächter. Here we are again, pal. Huh? Oh, it's you. You here to relax? Right. I have two friends here who want to come with me. Any seats left inside? How many of you? 3. Show me your VIP card. No problem. Here it is. I'm talking about your friends. I've already seen yours. Well, how can my friends have VIP cards when they've only just arrived? Can you make an exception and let them in? I'll provide my VIP card as guarantee that they won't cause any trouble. Warum? Okay? Warum ist er so höflich und warum will er, dass wir reingehen? Sass. No, I can't break the rules. Please go home if you don't have the card.
Seems like we can't go in. Was sollen wir tun? Lassen wir es einfach. Was soll das Ganze? Just stay cool. Let me think of something. Got it. Okay, so we aren't going in anymore. But could you help me pick up something I left inside? The moment of betrayal. The cloud of doubt. And everlasting hatred. Just mention the clown's items to Miss Thunderbolt. She'll understand what I mean. Aha. Clown. Just be patient. I'll explain everything when the time comes. Irgendwie ist das sehr sass. Sure thing. I'll deliver your message to her. Please wait here. Hallöchen weg und Dank für dein Lurk. Here's the items you asked for. Miss Thunderbolt said these alone wouldn't be enough. She wanted you to have these broken dreams. She said do with them as you see fit. Miss Thunderbolt is such a thoughtful person. Thank you so much. Now, we're only short of one item, which we might be able to find in an arcade machine. Coincidentally, Aua, there's hallo? one at the Ouch. salon entrance. Let's get moving. I want to show you something fun. Aha. Is that a TV? Sehr sass, sag ich doch schon. Why was this TV dumped on the side of the road? Warum hat es so ein komisches Bild? Haha! I'm afraid you're mistaken, Miss Firefly. This is an arcade. This fine machine has a sense of aesthetics worthy of the dreamscape. It's nothing like the techie junk you see around Punk Lord. Hey, how about you try touching it and see what happens? Kann wohl nicht schaden. Warum machst du das nicht selbst? Ist das eine Falle? Moment, ich muss mal kurz Wasser wegbringen, ansonsten explodiere ich gleich. Bin gleich wieder da. Wieder da. Hallo? So. Ist das eine Falle? Well, I do think there's something fishy with this TV. This belongs to the family. How can there be anything wrong with it?
If you aren't up for it, I'll just do it myself. Die beiden schauen dich ohne vorherige Absprache an. Genau genommen sind es 3 Personen, einschließlich des Typens mit der großen Nase und der Sonnenbrille. Zeit, deine Entscheidung zu treffen. Also willst du diesen Fernseher berühren und sehen, was für verblüffende Dinge dadurch passieren? Anscheinend habe ich keine andere Wahl. Du streckst deine... Schon wieder so eine Kuchensituation, oder? Du streckst deine Hand nach dem verdächtigen Fernseher vor dir raus. Oh my! Wait, what? Why did you turn into this thing? Ja, warum? Keine Ahnung, was passiert ist. Ich wurde wohl in den Fernseher hineingezogen. Menschen seid ihr aber groß geworden. Cool grunzen. Das war ein extrem cooles Grunzen. Mann, wirklich, das war so cool. You look so cool. Oink, oink. You got swag now, pal. So, how did he turn into that? Oh, you don't get it, do you? Well, you was sucked into the TV just now and swapped bodies with Hanu. Hold on, let me take a closer look. Look! The title of this game is Hanu's Adventure. According to the plot synopsis, you have been shrunken down by one of Stone's devices. You will embark on an epic adventure to rescue Dreamville with your miniature body. Now, if you want to return to your normal size, you have to do everything that Hanu has done in the cartoon series. Or you can just touch this TV. Und dann werde ich wieder groß. Also gut, was muss ich tun? Woher weißt du das? Dir vertraue ich nie wieder. Dir vertraue ich nie wieder. Du wirst deinen alten Freund am liebsten wütend antworten, aber in deinem jetzigen Zustand kannst du höchstens hochspringen und sein Knie treten. Außerdem lässt dein Charakter eine solche Aktion nicht zu. Im Moment kannst du nur ein cooles Grunzen als Antwort geben. Woher weißt du das? Ja gut, cooles Grunzen. Du gibst ein cooles Grunzen von dir. Warum solltest du nicht eigentlich zurückverwandeln, wenn du weiterhin so cool sein könntest? Ooh, here it says, enter the door to start your adventure. You have to climb inside from there to start your challenge, pal. Mhm. We'll cheer you on. Community Stream? Du meinst ein VR-Chat Community Stream? Eigentlich wollte ich ihn letzten Woche machen, aber da war ja Ostern. Of course we will. Good luck. Ich mache genauso. Warte, ich habe doch schon ein Video fertig. Hier, siehst du? Genau dasselbe Video wie du. Und wie gefällt dir mein Video? Bam, bam, bam. Na dann, gehen wir mal rein. Eintreten. I finally caught you, you little Hanu. Oh, look how small you've become. You won't be able to escape this time. Your way is blocked. How pitiful. There's a huge secret that I would never... Jetzt kann... Okay, er will, dass ich wohl... Was? Das kann doch nicht sein, dass der Streambot keine Links akzeptiert. Skandalös. Na, scheinbar muss ich wieder klein werden. Reichen Cybertrace, mir geht's ganz gut. Und selbst? Mir geht's ganz gut. Hier drin ist es so eng. Piep,
Bist du gekommen, um mich zu retten? Cooles Grunzen. Du lässt ein cooles Grunzen hören. So cool, dass das Vögelchen dir seinen Kopf zuwendet. Piep, Grunz, Piep, 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 Grunz. Du kannst ja gar nicht sprechen. Vielen Dank, aber vergiss es. Piep, ich gehe jetzt. Mit dem wundersamen Raketen wirst du voll. Sehr wundersam. Manchmal frage ich mich, woher die ganzen Trolls kommen. Ne, jetzt sind wir ja eigentlich durch. Oder muss ich hier noch was anderes tun? Muss da irgendwie hoch. Ach ja, das heißt, ich muss mit der anderen Rakete hoch. Und sehe ich cool aus. Grunz, Grunz. Wieso verwirrt dich die Mission? Grunz. Yo, rat! You foiled my plan again and taken the treasure I worked so hard to snatch away from other people. Fine, I'll admit it. You've rescued Dreamville once again. Yay, ich habe Traumwelt gerettet. You just wait. I'll be back. Nach einer Runde findest du dich wieder am Eingang von Stones Labyrinth wieder. Gefühlsprototyp. Moment der Freiheit. Ein Donut. Inferno-Können des Herzogs. Und dann Good Nacht Lake. Na dann Shampoo. Was willst du von mir? You're back. Are you alright? Mir geht es gut. Das hat echt Spaß gemacht. Willst du mir irgendwas sagen zu Shampoo? Look at that! You did great! This is the proverbial moment of freedom! You have earned it. Now that we've got everything we need, we just need to go into a dream. Just follow me. You're about to experience the real fun. Sind wir nicht bereits in einem Traum? Und wo muss ich jetzt hin? Moment mal, bis. Komme ich denn da hoch? Excuse me? Ach, das Auge. Na dann. Welcome to Dreamscape Sales Store. Dr. Edward at your service. Hallöchen, New Galaxy. Wo warst du denn so lange? Trailblazer of the Astral Express. Hallöchen, Klaus. Huh? So you've brought two friends with you. Well, they seem like fun people. Hello, Edward. I'd like my friends to try something fun, if you know what I mean. Muss ich jetzt den Stream zensieren? Muss ich jetzt den Stream zensieren? Ah. Dr. Edward welcomes any. Dann hoffe ich mal, du hattest Spaß. Und mir geht's ganz gut. Und selbst, Klaus? How about we use your dreamscape, sir? A superb idea, sir. Let's do it. The one from last night would be perfect. Ansonsten, ich habe mir was gezogen. New Galaxy. Ich habe mir was gezogen. What's going on? Well, this is a service we offer to our long-time customers. You can submit dreams you've recently had to me. If
relevant emotion prototypes, I'll be able to turn them into customized dream bubbles that can be experienced repeatedly. Geht das wirklich mit jedem Traum? Ich erinnere mich an einen Traum. Exactly. Looks like you've got the picture. You probably woken up from a dream one time and wished you could just go back to dreaming it, right? Da gibt's wirklich einen Traum, den ich gerne nochmal. Dream I wished I could have continued after waking up. Miss Firefly, I admire your eagerness, but please be patient. Allow me to use my dream as a demonstration. Wollen wir nicht lieber meinen Traum nehmen? I trust you have prepared all the necessary materials. Please, hand them over to me. Your donation is appreciated. The retrieval is complete. Calibrate the memoria and generate the dream bubble. Wie komme ich dazu? Was meinst du damit? It's ready. Please close your eyes and rest your forehead against the dream bubble. Jump on in, friend. I wish. Okay. Und was für einen tollen Traum hat uns jetzt Shampoo mitgebracht? Where's this? Is this the clinic in the Bellabog underworld? Why is it empty? Wird es jetzt mit Natascha Doktorspiele geben? Wie bin ich hier? Wo sind denn alle? Was soll ich jetzt tun? Oh, no need to be hasty now. You should take a moment to get used to the feeling of being in a dream within a dream. Wir werden doch 100 Pro jetzt gleich unanständige Sachen mit Natascha machen. So tue ich den gerade einschätzen. Is this another note? Werde zum Mullkönig gekrönt. Selbst Müllsäcke haben sich längst aufgestückt. Was soll das heißen? Ich glaube, ich hatte diesen Traum schon einmal. Dein Rat kommt mir bekannt vor. Oh, that's the thing about dreams. Anything can feel familiar. Stop nitpicking the details. If you ask me, I'd say you should take a look outside, but don't get frightened by what you see. Aber was ist mit der Sexy Time mit Natascha? Keine Sexy Time mit Natascha? Bin ich enttäuscht. What is happening? Oh. Was geschieht hier? Warum stehen hier überall Mülltonnen? Endlich ist... Schön, dich kennenzulernen, Traumtaucher. Das ist aber eine Busted Mülltonne. Mein Name ist Shatana und ich möchte dir einen Handel vorschlagen. Handel? Was für ein Handel? Shatana, bist du mit Natascha verwandt? Diese Worte von dir kommen mir auch sehr bekannt vor. Natascha, wer? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemandem mit so einem Namen begegnet bin. Ist das ein Sim? Zurück zu meiner Frage. Hast du schon Talov, den Müllkönig, gehört? Er ist unser König und auch der Verwalter aller Abfälle dieser Welt. Von seinem Thron aus unterstützt er die bescheidenen Mülltonnen und unterdrückt diejenigen, die gewalttätig sind. Er ist der Eckpfeiler von Bellabog, der Deckel, der uns sichert und die Tonne, die uns stärkt. Doch als das Ding von hinter dem Himmel zusammen mit dem ewigen Frost hier ankam, wurde Tatalovs Augen geblendet. Er hörte nicht mehr auf, unsere Rufe zu
Rufe und ließ zu, dass die Verwarmten schikaniert und seine treuen Diener gedemütigt werden. Unfähig, diese Schmach zu ertragen, schworen wir uns, den Müllkönig unter dem Banner des Himmelsfeuers zur Umkehr zu bewegen. Doch wir waren dem bösen König nicht gewachsen. Er verbreitete bösartige Gerüchte unter den Mülltonnen, um uns gegeneinander auszuspielen. Infolgedessen konnten wir nicht mehr mit unseren Müllbeuteln miteinander kommunizieren. Mit Müllbeuteln Herzen, okay. Ich finde diese Sprache einfach nur total chaotisch. Und witzig. Ich bitte dich um deine Hilfe, um den Frieden unter den Müllbeuteln wiederherzustellen, damit die Mülltonnen hier wieder geeint sich wie einen Gegenangriff auf diesen unwürdigen König wahren können. Heißt das, du willst, dass ich alle versammle? I think that's what she means. Nun, damit ist da was für ein Handel. Was soll ich tun? Handel, was für ein Handel. Aber ich habe keinem zugestimmt. Dr. Edward said he didn't have time to make any alternative storylines. Just accept it. Wow. Du hast deine Mission, hilf den Mülltonnen bei ihren Problemen und sammle 3 Vertrauensbeweise. Wenn du das geschafft hast. Wenn du das geschafft hast, wirst du unser neuer König und führst uns im Kampf gegen den bösen König an. Auf geht's, Traumtaucher. Deine Mission erwartet dich. Jetzt. I'm confused. Guck mal, diese Mülltonne sieht aus wie Shampoo. Wir haben Tatalovs Zerstörung satt, um unsere Besitztümer aus seiner Schatzkammer zurückzubekommen, die Vorräte, von denen unser Lebensunterhalt abhängig ist und die Tatalov in seiner Gier und Tyrannei an sich gerissen hat, müssen wir diese Tür öffnen. Sesam, öffne dich. Seltsam, du hast noch gar nichts getan, doch die Tür öffnet sich langsam. Es stellt sich heraus, dass es eine Tür mit automatischem Sensor ist. Sie kann nur keine Mülltonne erkennen. Die Tür ist offen. Die Prophezeiung ist wahr. Du bist der Retter, dem vorherbestimmt ist, Tatalov zu besiegen. Die Götter des Mülls haben dich geschickt, um den Tyrannen unser Besitz wieder zu entreißen. Gagigara? Ach, ich war noch nie so froh, wenn du die Banner der Rebellion gegen Tatalov erhebst, werde ich und alle anderen unterdrückten Mülltonnen an deiner Seite sein. Du siehst den Mülltonnen dabei zu, wie sie in der Schatzkammer drängen und Mülltüte um Mülltüte aufreißen, um den Inhalt in sich hineinzuschütten. Drei Mülltonnen stehen beisammen und diskutieren endlos über eine bestimmte Sache. Außenweltler, ein Streitfall wartet auf dein gerechtes Urteil. Das hier ist der legendäre goldene Abfall, ein Symbol von Macht und Status. Nur die qualifizierteste Mülltonne hat Anspruch darauf. Wir alle finden, dass wir selbst diese Mülltonne sind. Also streiten wir uns ununterbrochen darum. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass ein Beobachter mit einem einzigartigen und gerechten Einblick in diese Sache richten soll, um zu entscheiden, wem die Belohnung zusteht und diesen langen Streitende zu bereiten. Ernste Tonne. Wenn du den goldenen Abfall mir gibst, werde ich dir unendlich reichen Reichtum gewähren. Mehr als genug, um die größte Mülltonne zu füllen, die es gibt.
Immer diese Autokorrektur. Wenn du den goldenen Abfall mir gibst, werde ich dir unendliches Wissen gewähren. Mehr als jeder volle Beutel einer Mülltonne gewähren könnte. Wenn du den goldenen Abfall mir gewährst, verspreche ich dir die bestaussehendste Mülltonne der ganzen Welt. Mich selbst. Ich werde dir zur Seite stehen und dir durch dick und dünn gehen. Also wie lautet deine Wahl? Den goldenen Abfall gleichmäßig auf alle 3 Mülltonnen verteilen. Unter den aufmerksamen Blick der Anwesenden teilst du den goldenen Abfall perfekt auf. Nicht einmal eine Cookie-Pizza könnte man so tadellos gleichmäßig aufteilen. Der Streit, der uns so lange im Bann hatte, so einfach gelöst. Aber wer ist die qualifizierteste Tonne? Nein, das ist nicht mehr wichtig. Der Außenwelter versucht offensichtlich, uns zu verstehen und zu helfen. Wie unsinnig unser ganzer Streit war. Dieser Gegenstand ist ein Symbol unserer Loyalität und unserer Dankbarkeit. Wir möchten, dass du ihn annimmst. Okay, haben wir es mal? Meinen wir das? Archimildes. Na dann, Archimildes. Diese Mülltonne steht still da. Die Farbe auf ihrem Deckel ist schön abgeblättert und verblasst. Die Tonne zählt sorgfältig jedes Stück Abfall am Straßenrand. Dabei seufzt sie hin und wieder und kratzt sich am Kopf, als ob sie sich anstrengen müsste, sich eine astronomische Zahl zu merken. Willst du mich etwa auch verspotten oder dürstet es dich nach meiner Weisheit für deine unbeantworteten Fragen? Ich brauche einen Vertrauensbeweis. Es ist selten, dass eine Tonne so direkt ist. Ich habe tatsächlich einen Vertrauensbeweis, aber er liegt unter Bergen von Müllen begraben. Wenn du ihn haben willst, arbeite mit mir zusammen. Ich habe den Großteil des Abfalls in dieser Stadt schon gezählt, bis auf diese 3 neu eingetroffenen Tonnen. Untersuchen. Was will man wohl? Du siehst etwas Unerwartetes, ein Treuestachel. Er liegt in der Mülltonne und schaut dich an. Scherbt Überreste der Ausbreitung. Sterbt? Was? Es ist an der Zeit, das Volk von dieser Bedrohung zu retten. Setze deine Schläge ein, und zu zeigen, dass dies ein Königreich der Bewahrung ist. Ernsthaft? Oh. More enemies. Da ist doch mal eine Mülltonne. Wer träumte nicht von so einer Mülltonne in der Nacht? Time for a bun. Don't mess with me. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Weg damit. I'll end your misery. Eternal step. Dead return! Let's settle this. Was für Beine. Ich will den Avatar als VR... Oh, den VR-Chat-Avatar wird es bald geben. Wer will auch so einen Avatar? Wer will auch einen Mülltonnen-Avatar? Mina, du willst doch 100 Pro einen Mülltonnen-Avatar haben. So wie ich dich kenne. Receive divinity. Repay. This combat needs optimized. This is double speed. I'll free disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Hügelix will auch eine Mülltonne. Oh, sie hat sich sogar verbeugt. Mit einem lauten Knall ist die Krise der Ausbreitung vorbei. Die Welt ist wieder friedlich und die Mülltonne, die unverdiente Qualen erlitt, ist in ihre Traumwelt zurückgekehrt. Vielen Dank, Namenloser. Nicht schlecht, junge Tonne. Du hast dich mit deiner Weisheit und Geduld bewiesen. Du hast dir diesen Vertrauensbeweis verdient. Ich schenke ihn dir. I finally collected 3 proofs of trust. Let's go back and deliver them?
Ausgezeichnet. Es scheint, als hättest du deine Teil der Abmachung eingehalten. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Ich werde dich zu einem Thron begleiten, zu den Säulen der Schöpfung, wo du die Zukunft meines Volkes erleben wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Oh nein. Geht's dir gut? Steh auf! Du mit deinem knackigen Stahlbooty. Is this where the final battle will take place? Not sure how I feel about this. Such a tragic scene. Ja, hallo? Didn't they say the Garbage King would wait for me here? Have I been set up? In einem Traum vor allem Ding. Da haben wir den Garbage King. Hau ihn! Oh. Wait! What kind of nonsense is this? Das ist ein Traum von Shampoo. Warte mal, hat Shampoo gegen sich selber gekämpft in diesem Traum? Aber die Animation war schon cool, muss ich sagen. Was sagt ihr zu der Animation? What a bummer. I was really looking forward to seeing how our friend was going to overthrow the Garbage King. Wirklich schade, da gibt es nichts zu sehen. Ich habe ihn mit einem Schlag besiegt. Den Müllkönig, du bist hier der echte Müllkönig. What a huge pity. Such a meaningful dream came to an abrupt halt because of Miss Firefly. I was looking forward to seeing your face when the truth dawned on you. Wahrheit? Welche Wahrheit? Du willst damit andeuten, enthält dieser komische Traum etwa einen versteckten Hinweis? Quintet? No, more like reveal. Don't you want to find out the truth behind the dream? Don't let all that pretty scenery in the dream world distract you from your goal. As soon as you get complacent, you'll lose sight of the truth. Don't you think this dream bubble looks really similar to modern-day Penacony? A small stage is crowded with a bunch of scheming people. None of them want to be exposed under the spotlight, so they all push you to the front. Aha. You're not at home anymore, kid. You've wandered into the depths of the unknown. Let me put it to you straight. Don't let yourself get enticed by that glowing light. I'm gonna be very disappointed if you get bamboozled by the likes of them. Wovon in aller Welt redest du da? Sampu, was genau führst du eigentlich im Schilde? Same as always, pal. If you still don't get it, just turn around and take a look. Is that girl still here? She claims to be a local, but doesn't know how this world works. All she's got is street smarts. Who exactly is she? You don't find her the least bit suspicious? Ah. You better hurry up and confront her if you have any questions. Don't let her off scot-free. See you around, pal. Don't let me down. Na dann. What did Sampo mean? Is Firefly hiding something? Aber natürlich Must heidet find sie her was. and demand an explanation from her. She shouldn't be too far off. Na dann. Gehen wir mal raus, was abgeht. Hallöchen, Glühwürmchen. Das Mädchen dreht sich zur Seite und sieht weg, als wollte es deinem Blick ausweichen. Erst nach einer Weile dreht Glühwürmchen sich um und öffnet langsam ihren Mund. Glühwürmchen, das ist irgendwie so ein Name, so ein Kosename, den ich einer sehr, sehr jungen Tochter geben würde. I'm sorry.
Du musst dich entschuldigen. Ich finde dich nicht verdächtig. Ich will die Wahrheit wissen. Wäre das zu viel verlangt? Du hast ein schlechtes Gewissen, nicht wahr? Yes. There are things I'm hiding from you. Wie konntest du nur? Ich hab dich vertraut. Ich hab dir vertraut. Not local. And there's a reason why the Bloodhound family is after me. I also have my own purpose for joining you on your journey. Du hast mich benutzt. But still, I appreciate your help. I mean it, and my admiration for the Nameless is also genuine. You guys have been to a lot of worlds, met people from all walks of life, and experienced all sorts of things. Every day is a new beginning for you guys. Ich liebe diese Art zu leben. So toll ist es gar nicht. Du könntest auch in den Astralexpress einsteigen. Can I bring you one more place? It isn't another tourist attraction. It's my very own secret base. Aha. And I'll do my best to tell you everything I know when we get there. Also gut, ich glaube dir. Let's go this way. Huh? Is something... TikTok! Help! Help me! Someone's dying! Please, come here! Was ist passiert? Bittest du um Hilfe? Was für ein Ding bist du denn? Didn't I make myself clear? Someone is dying! Please help! Hallöchen, Max. Wait! Can you see me? Is there a problem? Ich sehe eine Uhr mit Beinen. Ich glaube, ich halluziniere. Nun gut, ist nicht so wichtig. Can you really see me? TikTok! Wonderful! This is awesome! There's still hope for Misha! Was, Misha ist in Gefahr? I haven't introduced myself. My name is Clocky. I'm a famous celebrity in Penacony. My friends and I keep the peace in this small town. They Ja. are Hanu, Mr. Soda, Origami Bird, Hamster Ball Night, and Misha. Misha's in trouble! TikTok! Help! Help! Aber Misha ist doch der Hotelier. Clocky, wie kann ich helfen? Clocky, bist du eine Zeichentrickfigur? Eine sprechende Uhr? Ich verliere wohl den Verstand. Clock that talks? Clocky? Do you mean you saw a cartoon character that doesn't exist in real life? Ja, sie steht gerade vor uns. Ja, habe ich. Ich halluziniere nicht richtig. Siehst du ihn nicht? Where is he? I can't see him. TikTok! I guess I'm only visible to those with the innocence, kindness, and honesty of a child. Like this kid here clad in gray. Er sagt, nur Kinder können ihn sehen. Er sagt, du wärst nicht ehrlich und freundlich genug, um ihn und auch nicht unschuldig. But I think you look older than me in terms of appearance. Würde ich auch denken. TikTok! TikTok! My great friend, since you can see me, then you must be able to help me. My friend Misha is in trouble. I'm begging you to help him before it's too late. Na dann, viel Spaß, Lake zu ärgern. Er bittet mich um Hilfe. Er sagt, jemand schwebt in Lebensgefahr. Is it really that bad? Well, are you gonna help this, Clocky that only you can see? I don't think you're lying, as anything can happen in a dream. We can just head to the place I mentioned later. TikTok! TikTok! Hurry up and follow me, great friend. Misha's in trouble. He's over there. Let me bring you to him. The name of Misha rings a bell to me. Anyway, better check out what's going on. Ja, Firefly ist wirklich cute. Move as fast as the hamster ball night. There's a crowd over there. Looks like something really did happen. Please, calm down. TikTok! He's there! He's there! See, Clocky does not tell lies.
Naja, so schlecht geht es ja unserem Misha ja nicht, oder? Everyone, please stay calm. You broke the rules, and now you're gonna have to pay the price. Wieso muss ich jetzt wieder an Genshin denken? Die Spina der Rasula? Oh lala. Ist das nicht Misha? Ist das nicht Acheron? Warum sind es alle Leute, die ich kenne? What do you mean by all? See? I wasn't lying. Misha really is in trouble. Er übertreibst es nicht gerade und außerdem hat er gerade sehr starke Unterstützung durch Acheron. TikTok, I'm begging you, my brave friend. Begging you. Please help Misha. Bitte erklär mich erstmal einmal auf, was geschehen ist. Wie kann ich ihm helfen? Mein Baseballschläger kann es kaum erwarten, seine Stärke zu beweisen. Wait, are you talking to Clocky? I'm really curious too. TikTok, TikTok. It's all Stone's fault that things have turned out this way. Wer ist Stone? Of all the lowlifes in Dreamville, Stone's the worst. He's a greedy man who wants to drive everyone out of Dreamville so that he can have all the precious stones to himself. Edelsteine? He instructed his underlings to wreak havoc in the dreamscape, taking away everyone's positive emotions. Since then, the town has been filled with anxiety and disputes. We're no longer a family. Muss ich das jetzt alles ihr erzählen? As the guardian of Dreamville, I can't just sit back and do nothing. By using the power of clockwork, I can direct the flow of positive emotions in the dreamscape back into people's hearts. Oh. That way, everyone can patch up their differences and get along again. Scheinbar nicht, weil die da hinten gerade Probleme haben. My great friend, I require your assistance. I have a feeling you'll be able to master the power of clockwork. After all, you're the special one who can see me. Also, you're a new visitor to this world, which means we have the element of surprise. If you take action now, we can catch him off guard. The Element of Surprise? Und jetzt muss ich an Haspinall Hotel danken, danke. Weil es ist ein Uhrwerk. Bist du da dir sehr sicher? Warum machst du das nicht selbst? I can't pull it off on my own because they can't see me. So please, close your eyes. Tick-tock. Now, our minds have merged into one. Can you feel an energy surging through your body? Nein. All we have to do is use clockwork on that cranky gangster boss and inject good emotions into him. Wie sie mitfiebert, obwohl sie nichts hört. Mal sicher, dass sie nichts hört? Please bear in mind that you should never use clockwork with malicious intent. We're the guardians of Dreamville after all. Tick-tock. Tick-tack. Ach, ist die süß. Okay. Gangsterboss. Mind your own business, lad. I have to let that lady there know she's messed with the wrong one. Hier kommt das Vögelchen, mach mal schön A und ist das Uhrwerk. Wieso stelle ich mir wirklich vor, dass ich so einen Wecker nehme und ihm seinen Hals runter stopfe? Wir können es harmonisieren. Okay. Fröhlich, traurig. Ruhig. Na, dann machen wir ihn mal traurig. Oh, ich sehe etwas. Oh, goodness. Did you make him cry? Ja. Ich sah ein Ziffernblatt und setzte es in Bewegung. Ich weiß nicht, vielleicht war es etwas, das ich getan habe. It must have been. Otherwise, why would he be in tears all of a sudden?
Weil er sich daran erinnert hat, dass er seinen Lieblingspudding heute noch nicht bekommen hat. Dass er ohne Lieblingspudding aus dem Haus gegangen ist. Sein Lieblingspudding. Würdest du da nicht auch heulen? Wer würde da nicht heulen? Sag ich doch. What's wrong with us? Oh, he's crying so hard. Even I, the guardian of Dreamville, am nearly moved to tears. Oh. Was ist denn passiert? Was macht dich denn so traurig? Komm, hör auf zu weinen. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin wohl wirklich schlechter Mensch, wenn du dich wegen mir so fühlst. Kumpel, hör auf zu weinen. Du bist jetzt ein großer Junge. I thought about my mother on my home planet. What are we gonna do now? Whoa! Things are turning into a mess. But then again, maybe now is a good chance to ask them to leave? Mein Freund, warum nimmst du nicht denn etwas Zeit für dich? You're right. Gang, you're dismissed. I need to be alone for a while. Yes, boss. Hoffentlich stürzt er sich nirgendwo runter. We meet again. Are you the one who helped settle everything down here? Misha, are you acquainted with this great friend of mine? He's an esteemed guest whom I befriended recently. I told you about him before. Does it ring a bell? Ring a bell bei einem Wecker. Oh, it's him! Anyway, thanks a lot. If you hadn't gotten here in time, I would have been in a real mess. Jetzt die Frage, kann sie ihn auch sehen? Thank you. I'm surprised we get to see each other again so soon. Nicht zu danken, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. About all the commotion just now? I heard a bunch of masked fools were causing a ruckus on the streets. I happened to be passing through, got stopped for questioning, and there were some misunderstandings along the way. Anyway, I owe you another one. Is this lady your friend too? Naja, Acheron hat schon starke Mami-Vibes und um ehrlich zu sein, ich suche nicht nach einer Mami. Eigentlich nicht, nein. Vor allem, sie könnte mich ja auf mein Zimmer schicken, wobei, ich bin so oder so in meinem Zimmer. Egal. Well, we've only met each other once before, but he is a kind soul for helping me at the hotel. It's my pleasure to meet you, beautiful lady. Beautiful lady? Ja, du bist echt süß. By the way, what did you do to that man earlier? It was like someone took him on an emotional roller coaster. I was wondering about that too. What happened back there exactly? Toki hat mir Uhrwerk beigebracht. Gesprächstherapie, das habe ich bei ihm angewandt. That's right! It was me! Clucky! Was für eine Zimmerausstattung? What? Of course. You played a big part too. Without you doing the clockwork, Dreamville would have been in some real trouble. Clocky? Yes, that cartoon character. I think he's shown up in reality. I mean, in the dreamscape. I don't really know how a cartoon character could show up around here. But according to our friend here, only honest people with childlike innocence can see him. Wie wir beide hier. It seems like I'm too old to qualify for that. Du kannst mir gern Zimmerarrest geben. If Clocky really exists, that can explain a lot of things. Ich habe hier genug Spielzeug, um mich zu beschäftigen. Beispielsweise einen Stream zu starten. I can feel the presence of something inexplicable next to you. But it's a shame that I can't communicate with him like you can. We can both perceive these extraordinary things in the dream, probably due to our ability to react to memoria.
but you're more attuned to it than I am. I thought your heightened perception was caused by something the elegant memo keeper might have left in your mind. Now it seems to me there are many more special beings like her in this dream. Die elegante Wahrerin der Erinnerung? Shortly after we parted ways, I felt someone's spying eyes on me. I looked in the mirror and spotted a lady wearing a black veil. We had a deep conversation, but I won't bore you with the details. Ah, die Kollegin, die man ziehen konnte. It's a shame that I forgot to ask her for her name. I only know that she's from the Garden of Recollection. Ach, nicht noch eine von denen. Garden of Recollection? Is that the group that serves the Eon of Remembrance? Exactly. They traverse freely between different worlds as mimetic entities and are only visible to certain people. Doesn't she sound very much like that Plocky you saw? After all, it is a grand event held by the family. The guest list could be a lot longer than we imagine. Ja, auf dem im Astralexpress sind auch welche, die mir am Arsch kleben und die jede Erinnerung von jemandem auslöschen, von dem ich denen erzähle. Viel Spaß! Once again, thank you for being kind to me. I wish you a great time in the dream, and I shall not interrupt your date. No, we're not on a date. Nicht? Oh. Sicher? Glocke, ich bräuchte mal nochmal dein Klickerli-Klock-Uhr, um was umzustellen. Hehe. She's gone. Well, shall we? Aber wo ist sie hin? I'll let you get back to your beeswax. Thanks, my great friend. I really appreciate your help. The Nameless are indeed a bunch of talented people. May our paths cross again. May our paths cross again. Tick. Please come with me. I hope that you won't be distracted by some invisible friend again. War das nicht irgendwie so ein Meme die letzten Monate mit Tic-Tac auf Twitch und Twitter? Das mit dem Tic-Tac? Tic-Tac? Das war eine Bombendrohung. Eine Bombendrohung. Tic-Tac. Da war doch sowas Bescheuertes. Sorry. I'm afraid we need to take the pinball machine to reach this place. You go first. And I'll be right behind you. Du willst mich doch nur loswerden. Du magst mich nicht. Ich hab's total durchschaut. Wie? Her secret stronghold is a cafe? Here we are. This is the place. Hier ist es schön. Ist es deine geheime Zuflucht? No, it isn't. This is. Was für ein wunderschöner Kanaldeckel. Ist dies deine geheime Zuflucht? Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Okay. Jetzt an die Kerle unter uns. Die Frauen werden es wohl weniger kennen, außer sie haben versucht, was mal bei einem Mädel zu landen. Ne? Also, wie gesagt, an die Kerle unter uns. Hattet ihr das auch schon, dass ihr ein Mädel so gern mochtet, dass ihr jedes Mal, wenn sie was gesagt habt, ihr absolut zugestimmt habt und immer alles gelobt habt und alles gesagt, oh, das ist echt unglaublich?
Obwohl es gar nicht unglaublich war, eigentlich sogar ziemlich nervig, aber ihr wolltet, dass diese eine Person euch gern habt. Und sie erzählt was total aus ihr. Sie betont es auch so, als wäre es das Schlimmste der Welt und es ist total traumatisierend. Du sitzt nur da und hörst ihr zu und denkst dir, das ist doch gar nicht schlimm, das ist doch absolut normal. Aber du weißt, du darfst jetzt nicht sagen, dass es normal ist. Und ja, das ist ja echt furchtbar. Du bist so eine tapfere du bist so tapfer, dass du das überstanden hast. Und du sitzt da nur und denkst dir so, soll ich wirklich dieses Spiel weiterspielen? Will ich, dass eine Person, die so einen Dachschaden hat, was Positives über mich denkt? Oder sollte ich jetzt ganz schnell aus dem Fenster springen und abhauen? Einfach dieser Dialog, der erinnert mich so extrem daran. Du willst einfach bei dieser Person landen und du stimmst ihr einfach bei allem zu. Und während das Gespräch immer weitergeht, denkst du dir, nee, ich will diesen Weg nicht weitergehen. Diese Person ist zu verrückt. Was für ein wunderschöner Kanaldeckel. It's right inside. Im Inneren? Was soll das heißen? Willst du, dass ich da hineinkrieche? Die Leute beobachten uns. It doesn't matter. Anything can happen in a dream. And there are lots of people falling from the sky every day. The pedestrians aren't going to be faced by anything. Ja, New Galaxy, das denken wir uns immer, aber wir trauen es uns nicht zu sagen. Denken tun wir an das alle, deinen vorherigen Satz, aber wir sagen ihn nicht. Was halt bei solchen Gesprächen klasse ist, du merkst, wie die andere Person auch dich wirklich immer mehr mag, weil du ihr bei allem zustimmst, aber danach merkst du, wie die Person enttäuscht ist, weil du den nächsten Schritt nicht gehen willst. Let me show you how to do it. It's going to be very dark at first, so you'll have to stay close to me. Ja, ich werde ganz, ganz nah an dir sein. Oh, Sparkles. Hey, let me ask you something. Is following girls around like a lost puppy your way of getting their attention? You've been doing this for nearly half a system hour. Ich fühle mich jetzt ertappt. To be more precise, it's been 45 minutes. Time sure flies when you're having fun, doesn't it? Spare me. Beautiful eyes, though. Are you from Sigonia? Need another hint? I'm an Avgen. My eyes might not be as pretty as yours, but there's no problem with my vision. You Sigonians are notorious throughout the entire universe. Liars, thieves, social manipulators, wolves in sheep's clothing. I say, you belong to the space under the manhole cover, not in a dream. There's one right over there. Off you go. Wow, ist I'll sie pass. nett. The gloomy shade of a place like that just wouldn't go with my vibe. Dreamville is frivolous, vain, and flashy, and that suits me just fine. Also, it never rains here. My outfit is too expensive to be exposed to the elements. Konträr, hast du dich mit deinem expensive Outfit nicht gerade in eine Wanne voll mit komischem Wasser gelegt? Cut it out and go home, you slick talker. We are fools, but we aren't stupid. Oh, ist sie maskful? Interested in playing the friend game with the lapdogs of the IPC. Really? You've never been friends with anyone from the IPC? Do you think I know nothing about the history of Penacony? Don't drag me into your banal office politics. Fool, you've been left with no choice since the moment you accepted the invitation to be here. You better pick a side while you have the chance. Wie Or nett else er you'll ist. end up losing everything. Ist das eine Drohung?
You sound very sure of yourself. Looks like you've already convinced that chicken wing boy from the family. How did you do it, little peacock? Did you strip yourself naked, apologize to him on your knees, and promise that the IPC would never harm Penacony? Friends? Oh, please. You guys only treat others as your bargaining chips. Oh, what's wrong with chips? In any gamble, the only players that will never be on the losing side are the chips. My friends from the Garden of Recollection and the Astral Express are all smart enough to understand that. But the smarter ones wouldn't have joined the game in the first place. See? I'm smarter. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Listen, little peacock. You've been invited by the tavern before, too. If you want the masked fools to get on board, you need to figure out what it is the laughter wants. Here's a hint for you. Since you can't convince anyone, why don't you find a rock to be friends with? At least a rock won't be able to refute your arguments. Mann, Mann, Mann. So long. Thanks. I'll keep your advice in mind. Frag mich, wann es den Avatar zum Downloaden Pain in gibt. the neck. I guess I'll have to meet with the family again. Here. Ich bin gerade in den Kanal gesprungen. Guck mal. Goldene Stunde 8. Hier kommt man rein. Okay. Warte mal, wir sind in der Kanalisation gelaufen, um danach in einem Lüftungsschacht oben auf einem Dach wieder rauszukommen. Ja, nee, ist klar. Sieht auch irgendwie interessant aus. Warte mal. War die goldene Stunde nicht irgendwie so, das ist ja ein normaler Himmel. Bei dem anderen Ding waren doch so Städte in Zirkeln drumherum gespannt. We're almost there. Oh, ist... Nee, oder? Ein Anime-Künstler. Dreams are supposed to be confusing. Look! This place is breathtaking, isn't it? Guests aren't allowed here, so we have to be careful not to get caught. Don't worry, this place isn't dangerous, just, think of this as the border of Golden Hour. The family is still building and remodeling the dreamscape beyond here. My secret stronghold is in this area. Let's sneak inside. Guests are... Excuse me, there's a construction site ahead. Unauthorized personnel are not allowed in. Drat! We're caught right away. In Ordnung, wir kehren um. Let me try. Could you, please make an exception? We're not gonna cause any trouble. Not a chance. Our boss made it clear that only the Dreamweavers are allowed here. He won't budge. Wir kennen Gallagher. Wir kennen Gallagher. Never heard of him. I wouldn't let you in even if the Dream Master were here. None of your tricks are going to work. Please do yourself and me a favor and go home. Seems like you won't give in. Perhaps Clocky's clockwork trick can come in handy? Na dann. Klockidi klock klock. None of your tricks are going to work. Please do yourself and me a favor and go home. Der Mann, den du hier vor dir hast, wird geradezu unerschütterlich. Womöglich musst du ihn etwas provozieren. Er ist zu ruhig. Will ich ihn wütend machen? Fröhlich. Ah komm, machen wir ihn traurig. Honored guests. Welcome to Penacony.
Ich mache einfach die ganze Stadt depressiv. I'm a member of the Bloodhound family. And my job is maintaining Bin ich böse? order in the dreamscape. In fact, no danger will arise under the family's protection, which makes my job redundant. Even a trash can is more important than me. Kauf dich noch unter der Wert. Kein Problem, ich kann etwas Gefährliches tun. Das ist in Ordnung, ich bin ein Fan von Mülltonnen. Oh, in that case, I'd recommend that you see Dr. Edward for a psychotherapy session. Oh. Anyway, please just give me some privacy. Aber ich bin ein Fan von Mülltonnen. You two should enjoy this fun and exciting dreamscape instead of talking to someone who is worse than a trash can. Darf ich ein Foto von dir machen? Könntest du das bitte durchlassen? Oh, no way. There's little dignity left in me. Please be nice and don't trample on it. Oh, ich werde sowas von drauf treppeln. Sure enough, you guys can force your way through, but I swear I'll stop you or die trying. After all, I have nothing left to... I feel really bad. Der Mann hat etwas von verzweifelt gesagt. Wenn du reinen bist, könntest du es ja versuchen. Er hat versucht, einen Blick in seine Gedanken zu bekommen. Fröhlich, wütend. Machen wir ihn fröhlich. Ach komm, sollen wir ihn... Ach, der Stimmung. Na gut, machen wir ihn fröhlich. Vielleicht hat er gute Laune und lässt uns durch. Oh my goodness. Ja, jetzt ist er fröhlich. Oh my. Hat er gerade einen Orgasmus oder was ist los? Was sind dich gefahren? Du hältst dich seltsam. Ist dir schlecht? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Buddy, you look as delighted as me. Und ich werde noch viel glücklicher, wenn ich jetzt an dir vorbeigehen dürfte. Oh, can you feel it? This is wild. It feels like I just downed 10 bottles of Apocalypse Soul Glad in one gulp and spent an entire day at the Dreamscape Sales Store. Kollege, gefällt dir das Gefühl? Aber wenn du willst, dass es so bleibt und du nicht dich wieder wie eine Mülltonne fühlst, lass mich vorbei. Oder wir machen das den ganzen Tag. Ich mache dich erst happy, dann wieder traurig. Happy, traurig, happy, traurig, happy, traurig, happy. Was wollte ich nochmal? Ah ja, richtig, ich wollte dich traurig machen. Oh, if Mia were here, we would sing a song together. Ach, es reicht. I'm sure she would understand how I feel. Ich mache ihn direkt wieder traurig. I can hardly contain this palpable excitement. Oh, I'd like to invite you to dance with me, handsome, right here. Lässt du uns rein, nachdem ich mit dir getanzt habe? Oh, no way. Rules are... It's totally fine if you want to turn me down. This crazy mood and this pounding heart are just what I need. I wish it would last forever. Still, I won't let you go. He really is a man of... Ich hab's dir gesagt. Ach, ich darf nicht mehr. Oh. Na dann, alle guten Dinge sind 3. How many times do I have to repeat myself? Unauthorized personnel are not allowed at the construction site. Ah. Do you two really want to stay here and test my patience? You're gonna regret it. So habe ich das nicht gemeint. Don't try talking back to me. You fear for nothing just because you're young and energetic. You idle away your time every day, going around. Let me help you spoiled brats learn the hard way. Go, Sweet Dreams Troop. Teach them a lesson. Dabei habe ich mich sogar entschuldigt. More enemies. Oh, ich habe immer noch den falschen Charakter.
Time for a buzz. Aua. This ends here. Das kommt davon. So you are afraid of me. Time for a buzz. What a headache. This ends here. You chose the wrong enemy. Can I have fun this time? Time for a buzz. Don't mess with me. Who's next? Dann überlebt das Ding sogar noch. I underestimated you. Bloom. Thanks. Time for a buzz. Eieiei. Hope you're prepared. Let's settle this. Warte mal, was für eine Handbewegung macht das Ding denn? I'll end your misery. Who's next? Nein! Wie kannst du nur? You have my gratitude. Repay. So you are afraid of it? Yeah. Immer diese wütenden. Ah, darn it! I can't believe I've lost. Is this the power of youth? Nein, es ist das Herz der Karten. If I'd had that power back then, would we have ended up differently, Mia? Jetzt ist er doch Depri geworden. All right. You can go in. As the winner here, you deserve it. Seems like he's taking this winning and losing thing a little too seriously. Never imagined that's how we'd end up getting past the guard. That trick of Clocky's really is amazing. Erstmal will ich meine Damen wieder auf außerdem will ich mal Seele gegen Elektro gegen Raichu austauschen. Irgendwas sagt mir, ich brauche Raichu hier. I'm with you. Kaboom! Ach, ich habe das beste Team. Wieso zeigen die... ach so, die zeigen das Peace-Zeichen. Ich dachte schon, irgendwas ist seltsam. A foregone conclusion. Conflict is pitiless. This ends here. Show no mercy. Aua. Can I have fun this time? Time for a buzz. There's no time to lose. Here, this thunder. This ends here. Was wäre denn ein gutes Team für Archeron? We caught them unawares. The path ends here. For the rest of the way, we need to borrow the Dreamweaver's tools. What happens next is going to blow your mind. Immer diese Sprüche, die ich raushauen will, aber eigentlich nicht raushauen darf, weil sie zu unanständig sind. Hust, hust, hust. Welchen Sprich könnte ich jetzt in diesem Zusammenhang wohl bringen?
different points in space are linked together? How true? Now we can go to the other side. This is how the Nightingale family repairs the dreamscape. Fascinating, isn't it? Ernsthaft nur durch die Perspektive? Klappt das? Was? Da ist ein Schlüsselloch. Und das macht es wieder hoch, dass ich wieder hoch kann. Der Falcon Punch. We can use the building materials that are floating around in the air. Okay. Ach, und jetzt muss ich wieder zurück machen. It's like stepping on planks, floating on water. 100% right. Huh. More enemies. Time for a buzz. A foregone conclusion. Aua. Conflict is pitiless. This ends here. You chose the wrong enemy. Will forged in ice never falters. This combat needs optimized. This is double speed. Fuyant. Habe ich, glaube ich, nicht, oder? Is that all? Here is thunder. I underestimated you. Let's settle this. Time for a buzz. Follow my charge. Conflict is pitiless. Kaboom. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Na, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einfach nur Ying-Yuan gegen ihn austauschen. We can get to the rooftop of the opposite building from here, but it requires a device. I remember it's hidden here. Ein Traumpuzzle. Ein paar Träume durchstreifen Herren mit Traumpuls ist die Welt verstört. Vervollständigen ihre Puzzles, um die Gegenstände darin in dieser Welt erscheinen zu lassen. Naja, dann brauchen wir halt die Stücke. Achso. Ich dachte, ich müsste jetzt die Dinger suchen. Bam! And it comes out just like that. No matter how many times I've seen it, it still looks magical. Magic. Let's go. Modul drehen. Ich dachte, ich könnte beide erwischen. Time for a buzz. There's no time to lose. Here is thunder. This ends here. You chose the wrong. Can I have fun this Ach time? komm, hauen wir die einfach weg. Time for. Show no mercy. More Kaboom. enemies. Time for a buzz. This is double speed.
Eternal sleep is not the end. The dead return! Im Grunde bin ich mit meiner Sache bereits zufrieden. Der Hauptgrund, warum ich Archeron haben wollte, ist für die Universumsimulation, damit ich diese ganzen nervigen Monster platt machen kann. Und mich nicht jedes Mal da durchhauen muss. Ihr versteht, was ich meine? Time for a buzz. Receive divinity. You have my gratitude. Repay. Follow my charge. Nein, ich habe zu wenig. This ends here. I'll see you off. Can I have fun this time? Time for a buzz. Is that all? A foregone conclusion. So, jetzt mit dir weg. Thunder, viele Thunder. Time for a buzz. Kaboom. Naja, wie will sie eigentlich in ihr Versteck kommen, wenn Let's do it again when you're leveled up. wir prügeln uns ja für sie jetzt da gerade durch, aber sie kommt doch nicht selber jedes Mal da durch, oder? Sehr mysteriös auf jeden Fall. Nochmal Flipper-Automaten. Abfeuern? Wow. What an amazingly ordinary find. Meins. Warte mal, werden hier die Dinger mit Cola betrieben? Werden die fliegenden Autos mit Cola betrieben? Verstehe ich das richtig? Look, that's the Penacony Grand Theater over there. Und was ist das hier hinten? It radiates dazzling light perpetually, just like this glamorous dream. I suppose everyone who likes to bask in the light will be drawn to that kind of warmth. Like countless fireflies chasing the fire. Let's go. Half the journey is still ahead of us. Ach, die ist doch knuffig. Oder meint ihr nichts? This one is a little bit complicated. I have to put on my thinking cap. Oder ich mache das Ding einfach nur an. Wobei, ich muss gerade sagen, mich erinnert die Person so ein bisschen. Moment mal, lasst mich mal schauen, woran mich die Person mich gerade erinnert. Muss nur Unity davor starten. Ernsthaft, Unity will jetzt nicht gestartet werden? Was ist das? Family recruited many artists, architects, and scholars from across the universe to form the team of Dreamweavers that built the dream of Penacony. These areas are not developed yet, so guests don't come here. It's not as lively as the town center here, but I relish the serene atmosphere. Und ein Puzzle.
Ne, gut, mal schauen, was wir hier noch haben. Aha. 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 Ah. Ach, ich puzzle hier mir eine eigene Truhe zusammen. Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Bis jetzt fand ich Bällebock schöner. Und Herthas Raumstation cooler. Naja. Piep, piep, warum hast du mich rausgezogen? Was soll das Herr Dino jetzt tun? Was soll mit Herrn Dino denn passieren? Weißt du, ohne mich würde Herr Dino Kopf wahrscheinlich wie Stones Kopf werden. Glatt und glänzend. Wie jämmerlich, Piep. Piep, piep, Herr Dino wirst du jetzt nur ohne mich machen. Na, es ist halt eine schöne Welt, aber ich finde sie jetzt nicht so... Na, wie soll ich sagen? Bis jetzt fehlt mir noch der Aha-Moment. Aber diese riesige Hotellobby, okay, das war Aha-mäßig, aber hier... From that building to this building in the blink of an eye. This would be impossible in reality. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich wollte gerade sagen, schaffe ich es hier runter zu fliegen? It's the same routine. You've mastered it, right? Immer doch. Ah, und jetzt kommt es dazu, was ich gedacht habe. Man muss erst Puzzleteile finden. Das war das erste Mal, als ich das gedacht habe. Baumwerker? What exactly went wrong? Is it because I've gone for too long without drinking Soul Glad? Or because I've been working overtime for 2 months? Why don't I have any inspiration today? Du scheinst verzweifelt zu sein. Kann ich das Puzzlestück haben? Mach mal eine Pause, Kumpel. Who's there? Why are there guests here? You know what? I don't care how you snuck in. Just leave me alone. Na dann, machen wir ihn fröhlich. Warte. Wir benötigen ein Zahnrad. Finde, indem wir emotionale Extraktion verwenden. Okay, interessant. Sehr verwirrend. Und irgendwie gibt es sehr viele von diesen komischen Vögeln. Na gut, egal. Übersprechen wir das mal. Was the other puzzle piece taken away by it? Kaboom. Show no mercy. A foregone conclusion. Conflict is pitiless. This combat needs This is double speed. I'll see you off. In the name of Lend, a will forged in ice never falters. Na dann. Dauernd explodieren die Dinger. Can
I have fun this time. Time for a buzz. A foregone conclusion. Genau deswegen brauche ich Archeron. Dann würde das Is alles that viel, it? viel schneller gehen. Stingy chest. Viel, viel schneller. Oh, die haben ein Date. Und wieso haben die das Zahnrad? Okay. I got it! What a brilliant idea it is! I must write it down on paper while it's fresh in my mind. Ach, Menno. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt Depri machen. No. I'm sure I'll forget all the details when I wake up from sleep. There's no better time than now to put it to action. He wandered off, but he left behind the puzzle piece. Was mich interessiert, schlafen die Menschen eigentlich in dieser Welt? Oder ist das bereits der Schlaf? Und kann man in dieser Welt dann unendlich wach sein? Also schlafen? So viele Sachen. Is it always the same mechanics? Und was soll da hinten? Wird es doch irgendwas geben, wenn ich schon mal dahin gehen kann. Und hier hinten ist nichts Interessantes. Heißt, ich muss jetzt hier lang gehen. Ich wollte den Luftballon platt machen. More enemies. Ach ja, das ist so ein bisschen suboptimal. Time for a buzz. There's no time to lose. Conflict is pitiless. This ends here. Is that all? You took the bait. Time for a buzz. Is that all? Bloom. You have my gratitude. Follow my charge. Eternal sleep is not that dead Na return. dann, weg damit. Here is thunder. Also wenn ich Archeron jetzt bereits fertig gebaut hätte, hätte ich die einfach alle weg inhalieren können. Versteht ihr, was ich meine? Aber nein, ich muss hier mit dem Fußvolk herumschlagen. Immer dieses Fußvolk. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Modul bewegen. Moment mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe hier falsch gerade. Wieso habe ich das Gefühl, ich bin hier komplett falsch? Soll ich mich um die zwei jetzt gerade kümmern? Ach, dann würde ich das Rätsel freischalten. Nee, lass mich mal. Ja, schon, aber wenn ich dann kämpfe, hätte ich gerne einen vierten gebildeten Charakter. Das ist doch der Punkt daran.
Bin gerade minimal verwirrt. Was soll ich überhaupt machen? Das ist Honkai Star Rail. Also, ich schätze mal, ich bräuchte hier ein Teil. Zählt das? Natürlich nicht. Der Moment, wo man sich denkt, what? Was soll ich tun? Modul drehen. Ach so, ja gut. So geht's. Was geht? Die Art, wie man miteinander kämpft, ist halt ein bisschen anstrengend und rundenbasiert. Finally. There won't be too many hindrances after this. Mhm. Wie hast du es alleine geschafft, hier durchzukommen, Kollegin? Würde mich mal interessieren. This area wasn't guarded the last time I was here. PlayStation weiß ich nicht. Comings and goings started drawing Vermutlich. attention. Gibt es das Spiel für PlayStation? Ich würde mich wundern, wenn nicht. I don't think we can get around them. Knocking them out is the only way to go. Aber ich will nicht gegen einen Chefkoch-T-Rex-Roboter kämpfen. Dieser Baseballschläger kann sich endlich mal nützlich machen. Let's get rid of them. Trickier to crack. Time for the show no mercy. Oh, das Ding hält ja viel aus. Time for a buzz. Ernsthaft? This is double speed. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Vorsicht, das ist so ein halbes Pay-to-Win-Spiel. Conflict is pitiless. I'll see you off. Can I have fun this time? Was läuft nur mit diesem T-Rex falsch? Here is thunder. Nothing major. In the name of a will forged in ice never falters. Conflict is pitiless. Show no mercy. More enemies.
This ends here. This combat needs a... Weg mit dem This is Ding. double speed. Let's settle this. Eternal sleep. The dead return! Can I have fun this time? Time for a fun. There's no time to lose. Here is thunder. Hope you're prepared. Jetzt sei nicht so aggressiv, du Dino. Follow my charge. Conflict is pitiless. Ernsthaft, der hat überlebt. Geht doch. Ja, schon dieser Kampf würde endlos gehen. Someone's singing? Where is the sound coming from? Ach, jetzt wirst du doch nicht Starry spielen? Ja, musst dich mal entscheiden. Starry oder nicht Starry? Das ist hier die Frage. You heard of this song? It's called If I Can Stop One Heart From Breaking by Robin. Her songs are played in the Dreamland from time to time as the Charmony Festival is drawing close. This spot is the closest place to the sky in the dreamscape. It's far from the hustle and bustle of the city and free from the bickering among the Dreamweavers. Oh. How beautiful. Time is frozen at this golden hour. This golden dream shared by the fool from the tavern and the memo keeper from the Garden of Recollection, the Wandering Ranger and the IPC ambassador, the Astral Express Nameless, and me. Everyone falls asleep here equally, regardless of our different agendas. I'm sorry. I really am a stowaway. Was? Ich weiß. I knew I couldn't hide it from you. My hometown was destroyed a long time ago. It was probably the doing of the Legion or the Swarm, but I'm an interstellar refugee. Just like many of the Penacony locals. The Harmony accepts everyone, including wanderers from afar. The family takes them in, but they don't belong here. Ob sie zum selben Volk wie Seven March gehört? In this splendid metropolis, some have a dream called Penacony, but some have dreams that are no different from reality. Even though everyone who comes here harbors the same motive in the beginning. And it's likewise for me. I have a wish I want to achieve so badly in the real world. But I can't. So I want to give it a shot here. Was wünschst du dir denn? Entropy loss syndrome. Have you heard of this term? It's a strange condition.
those suffering from it will experience an irreversible chronic dissociation of their physical structure. This means they will slowly fade away, and the process is barely noticeable to others. You can still run, jump, and talk as usual. Everything seems normal. But then you'll start doing everything slightly slower than others. And then even slower than that. Until the lines between your body and the entire world become blurry. You won't be able to tell reality from dreams because they have all been shattered. So how could I possibly resist it? I mean, can you imagine? I can actually free myself from this icy medical cabin in this dream. I can forget about all the doctor's advice. I can listen and see and touch and think and understand whatever I want with my body. Oh yeah. So although this world isn't real, this experience is priceless. Wieso sind wir jetzt bei Sword Art Online 2 gelandet? Just like this moment. Nicht wieder ein Sword Art 2 Moment, nein. I'm sorry. For certain reasons, there are things I can't reveal to you yet. But there are also things you should know. I am, in fact, after the Watchmaker's legacy. But that doesn't mean we have to go our separate ways and be enemies. But at least, I really hope things don't turn out that way. Das hoffe ich auch. Wer bist du wirklich? I'll tell you. But not now. In my dream, I saw a scorched earth and a new sapling emerging from it. Ja, It über Twitch. bloomed against the morning sun, and it whispered to me. I still remember the question on the invitation letter. Why does life slumber? You see, everything is possible in this land of dreams. The nightmarish past will disperse and fade away like bubbles in water, and the future that you don't want to face will never come. Why do people choose to sleep? I think it's because they're afraid to wake up from the dream. I'm sorry. Things are getting all bleak and serious. Let me see what I can do to lighten the mood. Wer von euch hat Sword Art Online 2 gesehen? Die zweite Staffel. Das Ende. Mit Zecken. Und Zeckens Ende vor allem Ding. I mean, don't you have a lot of friends on the Astral Express? What would you guys do if something like this happened? Und würde uns mit Wasser aus der Sprühflasche besänftigen. Der Hank würde uns mit todernstem Gesicht trockene Witze erzählen. Himoke würde Kaffee für uns kochen. Herr Young würde uns versuchen, das Thema zu wechseln. Spray can? That's rough. Perhaps there's something else we can do? Jokes. Oh, I don't really have a good sense of humor. Dann gute Nacht. Perhaps we can think of another way?
Von oben nach unten. Kaffee. Coffee? We can't really make that here. Aren't there other crew members we can take inspiration from? Wir tun uns eine Liste runterarbeiten. I have been trying to do that, but I think I failed. Maybe there are other things that you guys do? 7. März. Auf zu Selfie-Time. Selfie. You're right. I mean, I've been here so many times. Why didn't I think of taking a photo? I feel a little awkward taking it by myself. Would you like to join me? Let's commemorate this moment. Ja, kann man machen. Okay. I can be a little bit camera shy. Just don't laugh at me. Here, you hold the camera. Mit erwartungsvollem Blick reicht dir das Mädchen das Telefon. Du nimmst das Handy in die Hand, rufst die Kamera-App ab und schaltest mühelos auf die Frontkamera um. Dann streckst du deinen Arm aus und hältst das Telefon dir weg, um sicherzustellen, dass ihr beide im Bild seid. Wait, let me get ready. I'm good. Let's do this. 1, 2. Say cheese. Cheese. Na gut. Habt ihr alle Spaß? Sehr sogar. Aber irgendwas stimmt nicht. Es fühlt sich nicht real an und seltsam. Ich kann es nicht beschreiben. Schließlich sind wir in einem Traum. Ich habe bei der Auktion einen Mann gesehen, der eine Gipsskulptur trug. Er hat überhaupt nichts getan und ist dann einfach gegangen. Sehr verdächtig. Ich habe auch einige unangenehme Entdeckungen gemacht. Es ist kompliziert. Am besten wir treffen uns persönlich. Ich auch. Es scheint, als wäre es Zeit, in die Realität zurückzukehren. Treffen wir uns in meinem Zimmer. Do you have to go back already? Time really flies. I feel like going back to reality and resting too. Come on, let's say goodbye at golden hour. Na dann. Dann würde ich sagen, ja. Das ist doch soweit. Was ist denn das hier? Wäre lustig, wenn es das genau ist, was ich bräuchte für... Nee, es ist nicht das, was ich brauche. Schade. Wo sind denn die grünen Dinger, die ich bräuchte für Madame? Ach, ich habe ja ein paar gekriegt. Never turn back. The path behind is gone. Na gut. Dann würde ich mit der Story auf jeden Fall dann das nächste Mal weitermachen. Weil die Frage ist halt wirklich, wo ich das Zeug herkriege. Also die Dinger hier. Wo kriege ich die Dinger her? Bluttausch. Nee, nicht Bluttausch. Lass mich in Ruhe.
Wo kriege ich die Dinger her? Blütenkelch Gold. Hier kriege ich sie scheinbar ja. Gut zu wissen. Wobei... Dann würde ich sogar noch ein bisschen die Madame hier leveln. Wo ist Madame hin? Hier. Welches Set bräuchte sie? Was bist du denn für einer? Dann Hängen am besten, ne? Nehmen wir dann Hängen mit. Hallo? Dann Hängen. Dann habe ich jetzt dann Hängen dafür. Noch mehr dann Hängen. Boah, mal schauen, wie weit ich da komme. Ja klar. Du bist doch auch noch wach. Trickier to crack. Time for a buzz. This is double speed. Art des Traumtauchens. Heaven's Surge. Rise! Awaken the world-cleansing dragon. This ends here. You chose the wrong enemy. The strength. Heaven's Surge. Break. Wie überlebt denn jetzt noch? Oder wir lassen das Spiel einfach selber spielen. I'll see you off. Ein rotes Set, okay. More enemies. I sense a storm. Heaven's Surge. Rise! Can I have fun this time? Is that all? This combat needs up. This is double speed. Okay, ein Impact macht mir mehr Spaß. This ends here. You chose the wrong enemy. Das Spiel hier ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, Eternal sleep is not the dead return. Wie Rost. Okay. Awaken, dormant world-cleansing dragon. You took the bait. Heaven's Surge. Break. Das Problem ist, das Ding müssen wir jetzt halt ziemlich oft, okay. Machen wir mal Autokampf. Ich mache dann das Spiel leiser und mache ich mal groß und wir können ein bisschen knacken. Bisschen Just Chatting. So. Jetzt kann man alles besser hören. Zumindest kann man mich besser hören. Ich kann mich mal größer machen. Und wie hat euch jetzt die Story gefallen von dem Ding hier? Die wir bis jetzt hatten? Wie gesagt, ich habe halt gerade starke Sword Art Online Vibes von Zecken, die quasi unsere nicht Sparkle, sondern unsere Firefly hat ja bereits ein bisschen darüber gesprochen, dass sie es satt hat, nur die Innenwände ihrer Behandlungskabine zu sehen. Sprich, vermutlich hat sie irgendeine Krankheit und darf die Wirklichkeit gar nicht mehr sehen und die Traumwelt ist die einzige Möglichkeit, wo sie frei ist.
Und scheinbar darf man nicht zu lange in der Traumwelt sein, nach dem, was sie gesagt hat. Scheinbar gibt es Probleme, wenn man zu lange in der Traumwelt ist. Ein Riesenkaser? Ich weiß nicht, was sie meint. Oh, stimmt. Warte, das kann ich euch ja noch zeigen. Wenn wir jetzt gerade schon hier soweit sind. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Dich machen wir weg. Wo bist du? Wo haben wir dich versteckt? Hier. Kann ich dich hier... Okay, dich sollte ich vielleicht nicht wegmachen. Hallo? Oder vielleicht doch... Ach komm, verschiebe ich dich weiter weg und dich kann ich nochmal neu starten. Während ich alles vorbereite, um es euch zu zeigen. Hier, auf die Distanz. Als ich sie gesehen habe, unsere kleine Kollegin mit ihrem kleinen... musste ich irgendwie an den Charakter, den ich euch schon mal gezeigt habe, denken. Moment. Das wäre dann... das da. Mach ich mal wieder kleiner. Ja, komm, wo bist du? Wo bin ich? Ja. Hier, das meinte ich. Erinnert mich so ein bisschen an sie. Das heißt, ihr hättet zum Glück angezogen. Hallo? Wir können auch die hier Version machen. In einen auf Mifi. Haben wir alles kein Problem mit. Wir sind ja anständig, mehr oder weniger. Hust, hust. Noch Fragen? Auf jeden Fall, da musste ich so ein bisschen dran denken, als ich ihr Modell gesehen habe. Und die haben ja im Spiel ja auch so eine Art Heiligenschein. Wenn ich hier wieder dran gehe. Hier. Diesen komischen Heiligenschein hier. Ja. Das stimmt. Robin. Aber dafür bräuchte sie weiße Haare. Kann ich die Haare irgendwie weiß machen? Moment. Hier. Baselight, VR-Chat, Main Color. Color Adjustment, Saturation. Wenn ich die jetzt runterhaue. Ja, dann kann ich sie nur so komisch lila machen, deswegen auch immer. Schade, geht nicht. Egal. Kommt zurück. Oder hat sie eine andere Haarfarbe, die ich nehmen kann dafür? Green, Yellow, White. So. Hallo? Was ist mit dem Rest der... Hier könnte ich auch mal White nehmen. Quasi so. Und hier nochmal, erstmal das Spiel nochmal neu starten. Ihr macht hier gerade Power Leveln. So. Bam, bam, bam. White. Noch Fragen? So, perfekt. Tada! Eine White Transparenz, weil es ein White Transparent. Die Haare ein bisschen transparent. Ah, da kann man durch die Haare durchschauen. Auch sehr nice.
Noch Fragen? Bon. Gut. Ist ja immer noch nicht fertig. Wie lange braucht ihr noch, um den Boss hier zu besiegen? Ist ja furchtbar. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, so ein bisschen an Avataren zu spielen. Ein bisschen sie hochzuladen, sie zu verändern, neue Klamotten zu kaufen, dazu anzubringen. Ich will nicht wissen, wie viel Euros ich bereits in Avatare investiert habe und ausgegeben habe. Wie viele Dutzende Avatare ich schon habe mit unterschiedlichen Klamotten. 55 und den Boss-Drops. Kann ich das nicht noch weiter beschleunigen? Nee, ist schon auf Maximum der Geschwindigkeit. Wir könnten auch wieder ganz schön spielen. Parallel. Das wäre vielleicht sogar eine bessere Idee. Da könnte ich noch ein bisschen Primus farmen. Oh. Soll ich ganz schön anmachen? Entweder kaufen oder machen. Das ist ja doch die Sache mit Booth. Warte, ich kann es euch ja mal zeigen. Die meisten Charaktere, die ich mir kaufe, die in der Anime-Optik sind, sind von Booth. Moment. Hier. Ach, muss mich wieder kleiner machen. Moment. Hier zum Beispiel Celestia. Die haben wir ja vorhin gerade gesehen. Oh, wartet. Ich muss wieder mal die Weiter-Taste drücken. Dann muss ich nur noch den Browser wiederfinden. So. Das ist zum Beispiel die ihr vorhin gesehen habt. Ich habe nur die Frisur geändert. Aber ich habe ihr auch andere Klamotten gegeben. Moment. Zum Beispiel... Da. Hier ist eine andere Klamotte zum Beispiel. Aber auch... Das sind andere Klamotten für sie. Und hier. Na dann, Good Nacht, Max Ding. Da ist dann Kikyu, eine komplett andere Person. Aber das ist zum Beispiel... wo ist die Maus hin? Sie hier. Dann Rindo, ganz bekannt. Karen ist ganz bekannt. Zurzeit ist die sehr beliebt in VR-Chat. Die Kollegin ist sehr, sehr beliebt in VR-Chat. Im Grunde könnte man es auch selber modellieren, aber um so einen Charakter von Scratch selber zu erstellen, also von Anfang an, braucht man viel zu viel Zeit. Warte, kann ich das nicht irgendwie... 3D-Charaktere hier. Oh, sind wir wieder fertig? Schön. Weiter geht's. Und in VR-Chat, entweder man... es gibt mehrere Möglichkeiten. Bevor Booth und VR-Chat und Gumroad eine Sache war, Moment, DeviantArt. Wobei, da muss ich jetzt aufpassen, weil da gibt es sehr viel unanständiges Zeug. Hust, hust. Gehen wir einfach mal bei MMDDL. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Kann ich jetzt einfach runterscrollen oder bin ich unter Gefahr? Also, bevor Avatar Creation eine professionelle Sache war, haben es viele halt hobbymäßig gemacht und viele haben halt Sachen von, kennt ihr die Seite DeviantArt? Da runtergeladen. Hier konnte man tonnenweise kostenlos vor allem Ding meistens Avatare runterladen oder Klamotten.
die man eigentlich für MMD-Videos da benutzt hatte. Also für Tanzvideos, wo dann die Vocaloids dazu singen. Wisst ihr, was MMD-Videos sind? Und früher gab es noch viel mehr Vocaloids, es gab viel mehr Charaktere. Sprich, auf DeviantArt gibt es Millionen von Sachen, die man runterladen kann. Und ja. Ich habe dazu auch ein paar Tutorials selber gemacht, wie man hier Sachen runterlädt und dann verschiedene Oberteile mit verschiedenen Köpfen, Haaren und KKG kombinieren kann, damit man sich selber seinen eigenen speziellen Avatar zusammenstellen kann. 45 sagtet ihr? Also noch einmal. Ach, da sind die ja gleich durch. Und das macht mir ja eigentlich extrem viel Spaß. Und die MMD-Avatare, die sind sehr, wie soll ich sagen, warte, kann ich das Hatsune Miku zum Beispiel. MMD. Hatsune Miku. Muss ich auf jeden Fall sehr aufpassen. DL. Ich scroll mal runter. Sieht halbwegs anständig aus. So. Das ist jetzt zum Beispiel eine der Charaktere, die es gibt. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier hat man noch verschiedene andere Avatare. Also die mit den Zöpfen ist Hatsune Miku, das kennt ihr alle. Das ist, glaube ich, Gummi und die anderen keine Ahnung. Und die alle kann man runterladen. Da kann man sich so halt seinen eigenen Charakter dazu bauen. Das Problem ist, diese Charaktere haben sehr eine bekannte Optik und sie wirkt nicht so anime-mäßig, wie man es gern hätte. Das ist so wie Animes vor 30 Jahren und Animes heute. Der Stil hat sich weiterentwickelt und mir zum Beispiel gefallen diese alten MMD-Modelle nicht mehr. Da gefällt mir lieber diese neuere Version von hier, die eher anime-mäßig aussehen. Und ich muss noch mal den Knopf drücken. Moment. Ich glaube nur noch einmal, dann haben wir es. Oder zweimal und wir sind durch. Mein VR-Chat-Avatar, den ich benutze, ist auch quasi von dieser Seite. Sieht man das hier irgendwo? Kategorie, wir sollten... Ach hier, 3D-Charaktere. Hier sind halt so viele verschiedene... Hier, die ist auch ganz cool. Also, man könnte sagen, wenn man VTuber werden will, gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten, ne? Wenn man sich seinen Charakter in Anführungszeichen selber stellen will. Die einfachste und günstigste ist V-Roid. Kennen alle V-Roid? Ich habe ihn modifiziert. Hier, da haben wir meinen. Das ist die Base für meinen Avatar. Henri. Was? Ihr kennt V-Roid nicht? Na, V-Roid ist sowas mit Slidern, dann kann man sich seinen eigenen Charakter quasi zusammenbauen. Na gut. Ich glaube, wir sind durch. Haben wir genug? Noch einmal, scheinbar. Ich kann es mal kurz zeigen. Oder wird sich jetzt gleich irgendwas beschweren, dass ich jetzt V-Roid anmache? V-Roid Studio. Bam, badam, babam. Weil, nee, gehen wir nochmal zurück, komplett zurück. Back to Metal Selection, da kann man einen neuen machen. Create New, Feminine.
Und so. Das ist jetzt die Ausgangslage für das Programm hier. Kann ich auf Outfit gehen. Hier seht ihr die Kollegin. Ja. Hier kann ich alles einstellen. Ich kann ihr ein anderes Gesicht geben. Ich kann einstellen, wie groß Sachen hier sind. Eye Position. Ich habe gefühlt 3 Milliarden Regler, die quasi alles an ihr steuern können. Um das Äußeres, ihr Gesicht anzupassen. Ich kann ihr auch eine andere Augenfarbe geben. Theoretisch muss ich ja eine andere Augenfarbe geben. Wo gebe ich dir nochmal? Iris hier. Kann ihr sagen, sie soll grüne Augen haben. Kann ihr eine andere Frisur geben. Eine andere Haarfarbe. Outfit. Kann ihr ein anderes Outfit geben. Und man kann auch die Texturen der Klamotten verändern. Wenn man zum Beispiel jetzt hier in Tops geht, kann man einen Custom erstellen, dann sich einen Custom aussuchen und eine Textur selber drauf malen. Das machen auch sehr viele. Okay, wir sind durch. Haha. Sehr viele, die mit VTubing anfangen, bauen sich hier so ihren eigenen Charakter zusammen. Das ist so quasi die Baseline für 3D-VTubing. Oder auch für einen VR-Chat-Avatar. Die zweite Stufe sind dann Booth-Avatare. Die dritte Stufe ist dann entweder komplett selber modellieren oder jemanden anstellen, damit er einen Avatar herstellt. Aber es sind andere Sachen dann. Na gut, egal. Das war jetzt eine kleine Information, ein Side-Note, wie man das herstellen kann. Jetzt sollte ich aber jetzt genug haben, um unsere liebe Kollegin aufzuleveln, oder? Und ich sollte mal das Spiel wieder lauter machen. Da muss ich an die eine Nervensäge denken, die quasi mit mich in den Call ziehen wollte, damit ich ihr eine private Beratung gebe und ihr auch einen Avatar herstelle. Genau, weil ich nichts Besseres zu tun habe, als mit anderen Leuten in einen Call zu gehen. Wo kriege ich das Zeug eigentlich her? Never turn back. The path behind is gone. Das Problem ist, ich habe jetzt vermutlich dieses Zeug nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt ganz viel von dem Zeug. Aber waren das nicht so Sachen, die ich eigentlich dann bei einem Gegner bekommen kann? Zwar tonnenweise bei Aufträge. Tatsache, da haben wir es ja. Okay, was brauche ich weniger? 1700 habe ich genug. Da habe ich weniger. Okay, dich kann ich hier weghauen. Abbruch bestätigen. Durch mit die zweimal. Wir können die zwei das auch sammeln. Bestätigen. Gib ihn. Okay. Jetzt muss ich halt ziemlich oft diese Mission hier machen. Dass ich nicht nochmal jemanden da reinschicken kann, um die zu holen. Wie viele habe ich von denen? Zu wenig. Egal. Was ist denn hier los? Na egal. Egal, es ist ja schon spät. Ich würde mal sagen, können dann den Stream beenden, falls ihr keine weiteren Fragen habt. Oder habt ihr noch Fragen? Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht.
Träumt was Schönes. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Stream. Bye, bye. Erstmal TikTok beenden. Und dann Twitch und YouTube. Gute Nacht zusammen. Und dann gleichfalls. Hm.